Wenn man in ein neues Land kommt, ist vieles ungewohnt. Man sieht Dinge, die anders sind als zu Hause. In Deutschland gibt es viele solche Dinge. Manche sind nur ein bisschen seltsam. Andere machen am Anfang richtig Probleme. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich an fast alles. Eines der ersten Dinge, die auffallen, ist die Art, wie Menschen hier miteinander sprechen. Deutsche Kommunikation wirkt oft direkt. Viele Menschen sagen genau, was sie denken, ohne lange drum herum zu reden. Das ist nicht unbedingt unhöflich gemeint, sondern einfach die Art, wie man hier spricht. Für Menschen aus anderen Kulturen kann das aber erstmal hart klingen. Wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, dann meint er nur, dass es wirklich nicht seinem Geschmack entspricht. Es ist keine persönliche Kritik. Auch im Supermarkt oder in der Bäckerei ist der Ton oft kurz und sachlich. Noch was? Oder zusammen oder getrennt? Das sind ganz normale Fragen. Für Menschen, die mehr Höflichkeitsformen gewohnt sind, kann das kalt wirken. Aber in Deutschland gilt, Höflichkeit zeigt man eher durch Pünktlichkeit, Respekt für Regeln und durch Effizienz, nicht unbedingt durch viele Worte. Dann ist da die Sache mit den Öffnungszeiten. Viele neue Besucher wundern sich, dass in Deutschland sonntags fast alles geschlossen ist. Keine Supermärkte, keine Geschäfte, nur wenige Bäckereien haben morgens offen. Das hat mit dem sogenannten Ruhetag zu tun. Sonntag ist traditionell ein Tag der Ruhe. Manche finden das schön, andere nervt es. Man muss wirklich lernen, vorher einzukaufen. Auch unter der Woche schließen viele Läden schon um 20 Uhr, einige sogar früher. Wer es gewohnt ist, spät abends noch schnell etwas zu besorgen, wird sich umstellen müssen. Ein weiteres Thema ist Mülltrennung. In Deutschland ist Müll ein ernstes Thema. Es gibt viele verschiedene Tonnen. Gelb für Verpackungen, blau für Papier, braun für Biomüll, schwarz für Restmüll. Man muss wirklich lernen, was wohin gehört. Am Anfang ist das verwirrend. Zum Beispiel, gehört der Joghurtbecher in den gelben Sack? Ja, aber man soll den Deckel vorher abmachen und ausspülen. Manche fragen sich, warum das alles so kompliziert ist. Aber für viele Deutsche ist Umweltschutz wichtig und Mülltrennung gehört dazu. Auch auf der Straße gibt es Überraschungen. In vielen Städten darf man die Straße nicht einfach überqueren, wo man will. Es gibt feste Stellen, Zebrastreifen oder Ampeln. Wer bei Rot über die Ampel geht, auch wenn kein Auto kommt, bekommt böse Blicke. Besonders wenn Kinder dabei sind, denn das gilt als schlechtes Vorbild. Man achtet hier sehr auf Regeln im öffentlichen Raum. Auch Fahrradfahrer haben oft eigene Wege und man darf diesen Bereich nicht einfach betreten. Wenn man unachtsam ist, kann es schnell Ärger geben oder sogar gefährlich werden. Ein weiteres komisches Gefühl haben viele Menschen, ja, wenn sie das erste Mal in einer deutschen Wohnung sind. In vielen Wohnungen gibt es keine Deckenbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Statt einer Lampe an der Decke stehen überall Stehlampen oder Tischlampen. Das wirkt am Anfang dunkel oder unvollständig. Auch die Badezimmerfenster haben oft keine Vorhänge, nur Milchglas. Viele denken, sieht man da nicht rein? Aber in Deutschland ist das so ganz normal. Und dann gibt es da noch die Sache mit dem Wasser. Leitungswasser ist in Deutschland fast überall trinkbar. Das ist praktisch. Aber in Restaurants bekommt man selten kostenloses Wasser zum Essen. Wenn man Wasser bestellt, bekommt man meistens Mineralwasser, oft mit Kohlensäure in einer Flasche. Und das kostet. Wer stilles Wasser möchte, muss das extra sagen. Ein stilles Wasser, bitte. Für viele ist das ungewöhnlich, weil sie es gewohnt sind, dass Leitungswasser automatisch dazugehört. Auch der Umgang mit Bargeld ist in Deutschland besonders. Obwohl viele Länder fast alles mit Karte oder dem Handy bezahlen, ist in Deutschland Bargeld immer noch sehr verbreitet. Viele kleine Läden, Bäckereien oder Kioske nehmen keine Karte. Nur Barzahlung steht dann oft an der Kasse. Das ist für manche ein Schock. Man muss lernen, immer etwas Bargeld dabei zu haben. Erst in den letzten Jahren verändert sich das langsam. Aber nicht nur materielle Dinge sind anders. Auch der Umgang miteinander kann sich ungewohnt anfühlen. Zum Beispiel, in Deutschland sagt man selten, du siehst gut aus oder du hast schöne Kleidung zu Menschen, die man nicht gut kennt. Komplimente sind eher selten und oft vorsichtig. Auch private Fragen werden selten gestellt. Niemand fragt beim ersten Treffen, ob man verheiratet ist oder wie viel man verdient. Das gilt als zu persönlich. Viele empfinden das als kühl, aber es soll einfach den anderen schützen und nicht unter Druck setzen. Dazu passt auch das Thema Privatsphäre. In Deutschland ist die Privatsphäre sehr wichtig.
Menschen ziehen zum Beispiel immer die Gardinen zu, sobald es dunkel ist. Man spricht nicht laut im Treppenhaus. Man grüßt, aber bleibt auf Distanz. Manchmal fühlen sich neue Leute dadurch einsam. Aber mit der Zeit merkt man, dass diese Distanz auch Respekt ist. Freundschaften entwickeln sich langsam, aber sie sind oft tief und ehrlich. Ein weiteres kulturelles Detail ist die Sache mit dem Termin. In Deutschland macht man fast für alles einen Termin, auch für private Besuche. Einfach spontan bei jemandem zu klingeln ist nicht üblich. Wenn man jemanden besuchen will, fragt man vorher, hast du am Samstag Zeit? Oder man schreibt eine Nachricht. Das gilt nicht nur für Freunde, sondern auch für Handwerker, Behörden, Ärzte. Überall ist ein Termin wichtig. Pünktlichkeit gehört ebenfalls dazu. Wer zu spät kommt, gilt als unzuverlässig oder respektlos. Auch das ist für viele Menschen zuerst ungewöhnlich. So, das waren einige der ersten Dinge, die in Deutschland komisch wirken können. Natürlich ist das nicht alles. Es gibt noch viele andere Beobachtungen und kulturelle Unterschiede, die man erst mit der Zeit versteht. Zum Beispiel die Hausordnung. In vielen Mietshäusern gibt es genaue Regeln, wer wann putzen muss. Oft hängt im Treppenhaus ein Putzplan. Jede Woche ist jemand anderes dran. Man muss dann den Flur wischen oder den Bürgersteig kehren. Wer das nicht macht, bekommt schnell Ärger mit den Nachbarn oder sogar eine Nachricht vom Vermieter. Manche Wohnungen haben sogar Regeln, wann man Wäsche waschen darf. Zum Beispiel nicht nach 22 Uhr oder nicht am Sonntag. Das kann zuerst streng wirken, aber viele finden es fair, weil so alle Verantwortung übernehmen. Auch das Heizen im Winter ist anders. In Deutschland sind die Heizkosten oft sehr hoch. Deshalb achten viele darauf, die Heizung nicht unnötig laufen zu lassen. Man lernt, nur bestimmte Räume zu heizen oder nur zu bestimmten Zeiten. Manche drehen nachts die Heizung ganz aus und viele lüften regelmäßig, morgens und abends für ein paar Minuten mit ganz offenen Fenstern. Das nennt man Stoßlüften. Am Anfang denkt man vielleicht, warum mache ich das? Es ist doch kalt. Aber das ist wichtig, damit keine feuchte Luft und kein Schimmel entsteht. Ein weiterer Punkt ist die Bürokratie. In Deutschland gibt es für alles ein Formular. Wenn man umzieht, wenn man ein Bankkonto eröffnet, wenn man einen Hund hat, alles muss man melden. Und oft braucht man einen Termin, viele Dokumente, Kopien und manchmal sogar beglaubigte Übersetzungen. Das kann frustrierend sein. Viele Ausländer sagen, ich habe das Gefühl, ich lebe im Papierkrieg. Aber mit der Zeit lernt man, wie das System funktioniert. Und wenn man einmal verstanden hat, wie man die richtigen Formulare findet, geht vieles einfacher. Dann ist da noch der Umgang mit dem Wetter. In Deutschland wird das Wetter ständig kommentiert. Ob an der Kasse, im Aufzug oder im Büro. Heute ist es aber kalt. Endlich Sonne. Typisch Aprilwetter. Smalltalk über das Wetter ist ganz normal. Man kann sogar sagen, dass das Wetter die beliebteste Gesprächseröffnung in Deutschland ist. Für viele Menschen ist das eine harmlose, freundliche Art, ins Gespräch zu kommen, ohne gleich zu persönlich zu werden. Auch Kleidung spielt eine Rolle. Viele Deutsche kleiden sich eher praktisch als modisch, besonders bei Regen oder Kälte. Es ist ganz normal, bei Wind mit dicker Jacke, Schal, Mütze und sogar Regenhose herumzulaufen. Funktion ist oft wichtiger als Stil. Auch bei Kindern. Sie tragen oft wetterfeste Kleidung und viele Eltern achten sehr darauf, dass ihre Kinder dem Wetter entsprechend angezogen sind. Wenn man selbst keine Mütze trägt, bekommt man vielleicht sogar einen Kommentar wie »Ohne Mütze? Du wirst doch krank.« Ein Thema, das viele überrascht, ist die Kindererziehung. In Deutschland dürfen Kinder sehr früh selbstständig sein. Schon kleine Kinder fahren oft allein mit dem Fahrrad zur Schule oder gehen allein einkaufen. Eltern versuchen ihren Kindern viel Verantwortung zu geben. Gleichzeitig ist körperliche Strafe absolut tabu. Kinder dürfen Nein sagen, ihre Meinung sagen und ihre Bedürfnisse werden sehr ernst genommen. In manchen Situationen wirkt das auf Menschen aus anderen Kulturen vielleicht so, als ob Kinder zu viel Freiheit haben. Aber in Deutschland bedeutet das Vertrauen in die Selbstständigkeit. Ein letzter Punkt für heute ist die Sprache selbst. Auch wenn man schon ein bisschen Deutsch kann, ist der Alltag nicht leicht. Es gibt Dialekte, schnelle Sprache, Abkürzungen und Umgangssprache. Viele sagen nicht, ich habe keine Ahnung, sondern nur kein Plan. Oder statt ich habe Lust darauf, sagt man einfach, ich hab Bock. Diese kleinen Unterschiede können verwirrend sein.
Auch typische Füllwörter wie halt, eben, doch oder mal haben oft keine direkte Übersetzung, aber verändern den Ton. Das zu verstehen braucht Zeit, aber es macht Spaß, wenn man es langsam merkt. Natürlich ist es ganz normal, sich am Anfang fremd zu fühlen. Viele Dinge scheinen komisch, weil sie neu sind. Aber irgendwann merkt man, dass vieles auch sehr praktisch ist oder sogar besser funktioniert als im eigenen Land. Und irgendwann sagt man selbst, typisch deutsch, vielleicht mit einem kleinen Lächeln. Ein weiteres interessantes Thema ist das Einkaufen in Deutschland. Viele Menschen sind überrascht, wie früh die Geschäfte schließen, besonders am Samstag. Während in manchen Ländern die Läden bis spät in die Nacht geöffnet sind, schließen in Deutschland viele Supermärkte schon um 20 Uhr. Und am Sonntag? Fast alles ist geschlossen. Kein Supermarkt, kein Friseur, keine Apotheke, nur manche Bäckereien haben am Vormittag ein paar Stunden offen. Das heißt, man muss gut planen. Wer am Samstagabend merkt, dass kein Brot mehr da ist, muss bis Montag warten. Für viele ist das am Anfang schwierig, aber mit der Zeit wird es zur Gewohnheit. Auch an der Kasse im Supermarkt merkt man kulturelle Unterschiede. In Deutschland geht es schnell. Die Kassiererinnen und Kassierer scannen die Produkte sehr zügig. Man muss die Einkäufe schnell einpacken und Platz für die nächste Person machen. Viele Neulinge fühlen sich gestresst, weil sie denken, sie sind zu langsam. Aber mit etwas Übung funktioniert das gut. Ein Tipp: zuerst nur alles zurück in den Einkaufswagen legen und später in Ruhe einpacken. Beim Bezahlen sieht man ebenfalls kulturelle Besonderheiten. In Deutschland zahlt man noch oft mit Bargeld. Natürlich akzeptieren viele Geschäfte inzwischen auch Karten oder sogar kontaktloses Bezahlen mit dem Handy. Aber besonders in kleinen Läden, bei Bäckereien oder auf dem Wochenmarkt ist Bargeld immer noch üblich. Manche Läden akzeptieren keine Kreditkarten, sondern nur EC-Karten. Deshalb ist es oft praktisch, immer ein bisschen Bargeld dabei zu haben. Ein Thema, das viele Menschen betrifft, ist der Kontakt zu Nachbarn. In Deutschland ist es nicht selbstverständlich, dass man seine Nachbarn gut kennt. In manchen Häusern grüßt man sich freundlich, aber spricht nicht viel miteinander. Es gibt keine langen Gespräche im Treppenhaus und oft lebt jeder eher für sich. Das bedeutet nicht, dass die Menschen unfreundlich sind. Sie respektieren einfach die Privatsphäre. Wenn man aber aktiv Kontakt sucht, zum Beispiel bei einem Nachbarschaftsfest oder durch ein kleines Gespräch beim Müll rausbringen, entstehen oft gute Beziehungen. Auch das Thema Mülltrennung ist in Deutschland besonders. Es gibt mehrere Mülltonnen. Eine für Papier, eine für Plastik und Verpackungen, eine für Biomüll, eine für Restmüll und manchmal sogar eine extra für Glas oder Alu. Am Anfang ist das verwirrend. Wohin kommt der Joghurtbecher mit Aludeckel? Muss ich den Deckel abmachen? Ist Pizzakarton Papier oder Restmüll? Solche Fragen stellen sich viele, aber mit der Zeit wird man besser. Und in vielen Städten gibt es Informationsblätter oder Apps, die genau erklären, was wohin gehört. In öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es auch kulturelle Regeln. Viele Fahrgäste sind ruhig, lesen oder hören Musik mit Kopfhörern. Laute Telefongespräche oder Musik ohne Kopfhörer sind nicht gern gesehen. Wenn ein Zug Verspätung hat, beschweren sich viele Fahrgäste, oft aber nur mit einem leisen Kommentar oder einem Kopfschütteln. Gleichzeitig ist Pünktlichkeit ein großes Thema. Wer regelmäßig den Bus oder Zug nimmt, kennt den Fahrplan auswendig. Wenn ein Zug 2 Minuten später kommt, wird das sofort angesagt. Zug hat ca. 2 Minuten Verspätung, auch wenn das kaum auffällt. In vielen Situationen ist es üblich, Termine zu machen, auch für scheinbar kleine Dinge. Zum Beispiel beim Friseur, beim Bürgeramt, beim Arzt oder selbst beim Besuch von Freunden. Spontan einfach vorbeikommen ist nicht so üblich. Viele Menschen planen ihre Woche genau. Das hat Vorteile. Man weiß immer, woran man ist. Aber für Menschen aus Kulturen, in denen Flexibilität wichtiger ist, wirkt das manchmal unfreundlich oder zu organisiert. Es ist hilfreich, das nicht persönlich zu nehmen, sondern als Teil der Struktur zu sehen. Ein weiteres interessantes Detail ist die Sprache im Berufsleben. In vielen Firmen duzen sich die Kollegen. Aber es gibt auch Firmen, in denen das Sie üblich ist, besonders zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Es kann sein, dass man nach ein paar Wochen gefragt wird, wollen wir uns duzen? Oder ist es okay, wenn wir beim Sie bleiben? Diese Klarheit ist typisch deutsch. Es hilft dir, die Rollen zu verstehen und einen respektvollen Umgang zu pflegen. Gleichzeitig wirkt es manchmal förmlich oder distanziert,
besonders in der Anfangszeit. Dann gibt es noch das Thema Pünktlichkeit. In Deutschland ist Pünktlichkeit sehr wichtig, im Berufsleben, aber auch im Privatleben. Wenn man sich um 15 Uhr trifft, sollte man um 15 Uhr da sein oder sogar 5 Minuten früher. Wer zu spät kommt, entschuldigt sich, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Manche sagen sogar, 5 Minuten zu früh ist pünktlich. Pünktlich ist zu spät. Diese Haltung kann für Menschen aus anderen Ländern streng wirken, aber sie zeigt auch Respekt für die Zeit der anderen Person. Nicht zuletzt ist auch das Thema Höflichkeit in Deutschland besonders. Bitte, danke, Entschuldigung, das sind wichtige Wörter. Auch beim Bäcker oder im Restaurant sagt man oft, ich hätte gern statt ich will. Das wirkt höflicher und respektvoller. In manchen Sprachen ist die direkte Form normal, aber im Deutschen wird sie oft als unhöflich empfunden. Auch das Sie zeigt Respekt, besonders gegenüber älteren Personen oder in formellen Situationen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, merkt man, dass diese sprachlichen Regeln das Zusammenleben einfacher machen. Ein anderes Thema, das viele Menschen in Deutschland zuerst komisch finden, ist die Körpersprache. In vielen Kulturen ist es ganz normal, sich beim Reden zu berühren. Zum Beispiel eine Hand auf die Schulter zu legen, eine Umarmung oder ein leichtes Klopfen auf den Arm. In Deutschland ist das anders. Hier gibt es mehr Abstand zwischen Menschen. Beim Gespräch steht man nicht zu nah. Umarmungen sind nur bei guten Freunden üblich und sogar Händeschütteln ist nicht immer selbstverständlich. Manchmal reicht ein einfaches Hallo mit einem Lächeln. Auch Blickkontakt ist anders. In Deutschland ist es normal, jemandem in die Augen zu schauen, wenn man spricht. Das zeigt Interesse und Ehrlichkeit. In anderen Ländern kann direkter Blickkontakt manchmal als unhöflich oder zu intensiv empfunden werden. In Deutschland wird es jedoch als höflich gesehen. Kein Blickkontakt kann als Desinteresse verstanden werden. Beim Thema Smalltalk sind viele Menschen überrascht. In manchen Ländern redet man oft mit Fremden, im Bus, im Supermarkt oder auf der Straße. In Deutschland ist das eher selten. Menschen halten Abstand und möchten in Ruhe gelassen werden. Das bedeutet aber nicht, dass Deutsche unfreundlich sind. Viele sind einfach zurückhaltend und warten, bis sie jemanden besser kennen, bevor sie mehr sprechen. Smalltalk passiert oft erst, wenn man regelmäßig Kontakt hat, zum Beispiel mit Kollegen oder Nachbarn. Wenn es dann doch Smalltalk gibt, sind die Themen meistens neutral. Das Wetter, der Verkehr, der letzte Urlaub oder der nächste Feiertag. Persönliche Themen wie Familie, Geld oder Politik kommen erst später. Es ist also gut, sich an solche Themen zu halten, wenn man jemanden neu kennenlernt. Auch Witze oder Ironie funktionieren nicht immer gut, besonders wenn die Sprache noch nicht perfekt ist. Ein weiteres Thema ist der Umgang mit Regeln. In Deutschland gibt es viele Regeln und die meisten Menschen halten sich daran. Zum Beispiel bei roten Ampeln. Auch wenn kein Auto kommt, bleiben viele Fußgänger an der roten Ampel stehen. Manche sagen sogar, was soll ich den Kindern beibringen, wenn ich bei Rot gehe? Auch bei Fahrrädern gibt es Regeln. Wo man fahren darf, wo man absteigen muss. Wer sich nicht daran hält, kann schnell einen Kommentar von anderen hören. Das wirkt streng, aber es zeigt, dass Ordnung wichtig ist. Das zeigt sich auch in der Bürokratie. In Deutschland braucht man oft viele Dokumente für eine Wohnung, für die Arbeit, für das Konto, für Versicherungen. Man muss Formulare ausfüllen, Kopien machen, Termine vereinbaren. Manche Menschen finden das anstrengend und kompliziert, aber gleichzeitig ist es auch eine Absicherung. Alles ist dokumentiert und nachvollziehbar. Wenn man einmal weiß, wie das System funktioniert, ist es sogar sehr praktisch. Ein weiterer kultureller Unterschied zeigt sich beim Essen. In vielen Ländern isst man zusammen, teilt das Essen, sitzt lange am Tisch. In Deutschland ist das oft anders. Viele Menschen essen schnell, besonders mittags. Es gibt weniger lange Gespräche beim Essen und das Teilen von Essen ist nicht immer üblich. Wenn man jemanden zum Essen einlädt, sollte man fragen, magst du das? Oder gibt es etwas, das du nicht essen kannst? Viele Menschen in Deutschland haben spezielle Ernährungsgewohnheiten, vegetarisch, vegan, glutenfrei, laktosefrei. Deshalb ist es höflich, vorher nachzufragen. Beim Trinken gibt es auch Besonderheiten. In Deutschland trinkt man oft Wasser mit Kohlensäure. Für manche ist das ungewohnt. Auch das Anstoßen beim Trinken ist wichtig, besonders beim Bier. Man schaut sich dabei in die Augen und sagt, Prost! Wenn man das nicht macht, sagen manche, das bringt Unglück.
Natürlich ist das nur ein Spruch, aber viele machen es automatisch. Ein sehr deutsches Thema ist auch der Urlaub. Viele Menschen planen ihren Urlaub Monate im Voraus. Es gibt feste Urlaubszeiten, besonders im Sommer oder zu Weihnachten. In dieser Zeit ist es in vielen Firmen ruhig. Manche schließen sogar für ein paar Tage. Viele Menschen fahren in dieser Zeit weg, an die See, in die Berge oder ins Ausland. Der Urlaub ist für viele sehr wichtig und er wird oft lange vorbereitet. Wer in Deutschland arbeitet, hat Anspruch auf mindestens 20 Urlaubstage im Jahr, oft sogar mehr. Auch das Thema Wetter spielt eine große Rolle im Alltag. Viele Menschen schauen jeden Tag die Wettervorhersage, um zu wissen, ob sie einen Regenschirm brauchen oder wie warm es wird. Gespräche über das Wetter sind ein beliebter Smalltalk, besonders wenn man jemanden nicht so gut kennt. Sätze wie »Heute ist es aber kalt« oder »Endlich wieder Sonne« hört man oft. Das Wetter beeinflusst auch die Kleidung sehr stark. In Deutschland gibt es für jede Jahreszeit spezielle Kleidung und viele Menschen ziehen sich entsprechend an. Insgesamt gibt es viele kleine Dinge, die man in Deutschland anfangs vielleicht seltsam findet. Aber wenn man länger hier lebt, versteht man die Gründe besser. Viele dieser Dinge helfen, das Zusammenleben zu organisieren, Missverständnisse zu vermeiden und Respekt zu zeigen. Die deutsche Kultur legt großen Wert auf Struktur, Ordnung, Höflichkeit und Planung. Wenn man das weiß, kann man sich leichter anpassen und vielleicht sogar einige dieser Gewohnheiten übernehmen. Manche kulturellen Unterschiede merkt man erst nach einiger Zeit, zum Beispiel beim Thema Freundschaft. In einigen Ländern entstehen Freundschaften sehr schnell. Man trifft jemanden, versteht sich gut und schon ist man befreundet. In Deutschland dauert das oft länger. Viele Menschen sind am Anfang zurückhaltend. Sie trennen klar zwischen Bekannten und Freunden. Ein Bekannter ist jemand, mit dem man ab und zu spricht, vielleicht auf der Arbeit oder in einem Kurs. Ein Freund oder eine Freundin ist dagegen jemand, dem man vertraut, mit dem man über persönliche Dinge spricht und Zeit verbringt. Das bedeutet aber nicht, dass es schwer ist, in Deutschland Freundschaften zu schließen. Es braucht nur Zeit und Geduld. Wenn man regelmäßig Kontakt hat, zum Beispiel durch gemeinsame Hobbys, Arbeit oder Nachbarschaft, entwickelt sich langsam Vertrauen. Dann entstehen oft sehr stabile und zuverlässige Beziehungen. Viele sagen sogar, wenn ein Deutscher einmal dein Freund ist, dann bleibt er es lange. Ein weiteres Beispiel ist der Humor. Viele Menschen empfinden den deutschen Humor als trocken oder ironisch. Witze sind oft subtil, nicht laut oder übertrieben. Sarkasmus wird ebenfalls häufig verwendet, aber nicht jeder versteht ihn sofort. Außerdem sind viele Witze situationsabhängig. Sie passen zu einem bestimmten Moment oder einem bestimmten Tonfall. Wenn man die Sprache noch nicht gut beherrscht, ist es manchmal schwer, das zu erkennen. Deshalb fühlen sich einige Menschen am Anfang unsicher oder ausgeschlossen. Aber mit der Zeit versteht man mehr und kann vielleicht sogar selbst mitmachen. Man sollte auch wissen, in Deutschland ist es völlig normal, Nein zu sagen. Wenn man etwas nicht will oder nicht kann, sagt man das direkt, höflich aber klar. In vielen Kulturen wird ein direktes Nein als unhöflich empfunden. Man versucht höflich zu bleiben, auch wenn man etwas ablehnt. In Deutschland ist es umgekehrt. Ein direktes Nein zeigt Ehrlichkeit und Respekt. Man weiß dann, woran man ist. Das kann am Anfang ungewohnt sein, aber es hilft bei der Kommunikation. Auch im Arbeitsleben ist das typisch. Besprechungen sind oft sachlich, direkt und gut organisiert. Jeder soll seine Meinung sagen, auch wenn sie kritisch ist. Kritik ist nicht persönlich gemeint, sondern soll helfen, Dinge zu verbessern. Lob ist seltener, aber wenn man ein Lob bekommt, ist es ehrlich gemeint. Viele Menschen aus anderen Ländern empfinden deutsche Besprechungen als streng oder kalt, aber sie sind meistens effizient. Interessant ist auch der Umgang mit Zeit. In Deutschland ist Pünktlichkeit sehr wichtig, nicht nur im Beruf, sondern auch im Alltag. Wenn man sich um 15 Uhr verabredet, bedeutet das, man kommt um 15 Uhr. Nicht 10 Minuten später, aber auch nicht viel früher. Wer zu früh kommt, bringt manchmal sogar Stress, zum Beispiel wenn die andere Person noch nicht fertig ist. Wer zu spät kommt, sollte sich unbedingt entschuldigen. Besonders bei Terminen mit Ärzten, Behörden oder in der Arbeit ist Pünktlichkeit ein Zeichen von Respekt. Viele Menschen finden das zuerst ungewohnt. Besonders, wenn sie aus Kulturen kommen, in denen Zeit flexibler gesehen wird. Aber wenn man in Deutschland lebt oder arbeitet, merkt man schnell,
Mit Pünktlichkeit funktioniert vieles besser. Man plant seine Zeit besser, man kann sich auf andere verlassen und Termine laufen reibungsloser ab. Das ist einer der Gründe, warum viele Systeme in Deutschland gut organisiert sind, vom öffentlichen Verkehr bis zu Arztbesuchen. Zum Schluss kann man sagen, die deutsche Kultur wirkt auf den ersten Blick vielleicht distanziert, streng oder kompliziert. Aber wenn man sie besser versteht, sieht man die Vorteile. Klarheit, Zuverlässigkeit, Struktur, Respekt vor der Zeit und den Menschen. Natürlich ist nicht jeder Deutsche gleich. Es gibt auch viele Ausnahmen, offene Menschen, spontane Situationen. Aber es hilft, die allgemeinen Regeln zu kennen. Wer offen ist, beobachten kann und bereit ist zu lernen, wird sich mit der Zeit wohlfühlen. Viele Dinge, die am Anfang komisch oder kalt wirken, machen später Sinn. Und manchmal übernimmt man sie sogar in den eigenen Alltag. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, die deutsche Kultur ein bisschen besser zu verstehen. Familie spielt in Deutschland eine wichtige Rolle, auch wenn sich das Verständnis von Familie im Laufe der Zeit verändert hat. In der Vergangenheit bestand eine klassische deutsche Familie meist aus Vater, Mutter und Kindern. Die Rollenverteilung war klar. Der Vater arbeitete, die Mutter kümmerte sich um den Haushalt und die Kinder. Heute ist dieses Modell nicht mehr die Norm, sondern eher eine von vielen Möglichkeiten. In modernen deutschen Familien sind beide Elternteile oft berufstätig. Die Aufgaben zu Hause werden häufiger geteilt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Väter in Elternzeit gehen oder sich aktiv an der Kindererziehung beteiligen. Auch Alleinerziehende sind kein seltenes Phänomen mehr. Das Bild der Familie ist also deutlich vielfältiger geworden. Es gibt Patchwork-Familien, gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern und Wohngemeinschaften mit familiärem Charakter. Die Kommunikation innerhalb der Familie ist in Deutschland meist offen und direkt. Kinder dürfen ihre Meinung sagen und werden oft früh ermutigt, selbstständig zu denken. Eltern versuchen, ihre Kinder ernst zu nehmen und sie in Entscheidungen einzubeziehen, besonders wenn es um sie selbst geht. Gleichzeitig legen viele Eltern Wert auf Regeln, Pünktlichkeit und Verantwortung. Im Vergleich zu manchen anderen Kulturen, in denen der familiäre Zusammenhalt über Generationen hinweg sehr stark ist in Deutschland oft ein größerer Wunsch nach Unabhängigkeit zu spüren. Jugendliche ziehen in der Regel früh aus, oft schon mit 18 oder nach dem Schulabschluss. Es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass junge Erwachsene ein eigenes Leben führen wollen, auch wenn die emotionale Verbindung zur Familie bleibt. Großeltern spielen in deutschen Familien eine wichtige Rolle, aber sie wohnen meistens nicht im gleichen Haushalt. Regelmäßige Besuche sind üblich, aber das tägliche Leben findet oft getrennt statt. Im Gegensatz dazu ist es in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in Südeuropa oder Asien, normal, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben oder sehr eng miteinander verbunden sind. Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der Kindererziehung. In Deutschland legt man großen Wert auf Eigenständigkeit. Kinder sollen lernen, Entscheidungen zu treffen und für sich selbst zu sorgen. In anderen Kulturen steht vielleicht eher der Gehorsam oder das Einfügen in die Gemeinschaft im Vordergrund. Beides hat seine Stärken, aber die deutschen Prinzipien spiegeln sich oft auch im Bildungssystem und im Alltag wider. Feiertage und gemeinsame Rituale sind in vielen deutschen Familien sehr wichtig. Weihnachten ist dabei ein zentrales Familienfest. Es wird ruhig, traditionell und oft im kleinen Kreis gefeiert. Viele Familien haben feste Abläufe: den Weihnachtsbaum schmücken, Plätzchen backen, Gedichte vorlesen oder gemeinsam musizieren. Auch Ostern wird gern mit der Familie verbracht, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Frühstück oder einer Eiersuche im Garten. Solche Rituale stärken die Verbindung, selbst wenn man im Alltag viel getrennt voneinander lebt. Was die Rolle von Mann und Frau in der Familie betrifft, so hat sich auch hier in Deutschland viel verändert. Es gibt noch immer klassische Aufteilungen, aber viele Paare wünschen sich Gleichberechtigung. Das bedeutet, dass beide Partner arbeiten, beide sich um die Kinder kümmern und beide im Haushalt mithelfen. Trotzdem ist es nicht immer leicht, das umzusetzen. Vor allem, wenn die Arbeitszeiten nicht flexibel sind oder es an Unterstützung von außen fehlt, zum Beispiel durch Kinderbetreuung. In der Partnerschaft legen viele Menschen in Deutschland Wert auf eine gute Kommunikation. Konflikte werden angesprochen und möglichst gemeinsam gelöst. Es ist wichtig, eigene Wünsche zu äußern, aber auch auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen. Dabei spielt Respekt eine zentrale Rolle.
Respekt bedeutet hier nicht nur Höflichkeit, sondern auch, die Freiheit und Entscheidungen des Partners anzuerkennen. Wenn man mit deutschen Familien in Kontakt kommt, merkt man oft, dass der persönliche Raum wichtig ist. Jeder braucht ein bisschen Zeit für sich. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht liebt oder nicht füreinander da ist. Es ist einfach ein Zeichen von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis. In manchen Kulturen wäre so viel Distanz ungewöhnlich oder sogar als kühl empfunden. In Deutschland gilt sie oft als normal. Natürlich gibt es auch in Deutschland Familien, in denen es Konflikte gibt. Trennungen und Scheidungen sind nicht selten. In solchen Situationen versuchen viele Eltern, das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Gemeinsames Sorgerecht ist üblich und es gibt viele Modelle, wie Kinder trotz Trennung beider Elternteile ein stabiles Umfeld behalten können. Ein weiteres interessantes Thema ist die Rolle der Familie im Alter. In Deutschland ist es nicht selbstverständlich, dass ältere Menschen bei ihren Kindern wohnen oder von ihnen gepflegt werden. Viele Senioren leben allein oder in betreuten Wohnformen. Es gibt Pflegeheime, betreute Wohnungen oder ambulante Dienste, die ältere Menschen zu Hause unterstützen. Das bedeutet aber nicht, dass Familien sich nicht kümmern. Besuche, Telefonate oder Unterstützung im Alltag sind durchaus üblich. Trotzdem wird Eigenständigkeit auch im Alter oft geschätzt. Für viele ältere Menschen ist es wichtig, nicht zur Last zu werden. Deshalb planen sie frühzeitig, wie sie im Alter leben möchten und sprechen offen mit ihren Familien darüber. In anderen Kulturen wird es oft als selbstverständlich gesehen, dass die Familie sich kümmert. Und es wäre unüblich, Eltern oder Großeltern in ein Heim zu geben. In Deutschland ist diese Entscheidung weniger emotional bewertet, sondern wird oft als pragmatische Lösung betrachtet. Auch das Thema Partnerschaft im Alter wird in Deutschland offen angesprochen. Es gibt viele Paare, die auch im hohen Alter noch gemeinsam leben oder sich sogar im Seniorenalter neu verlieben. Diese Offenheit zeigt sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, zum Beispiel auch in Angeboten für Seniorengruppen, Reisen oder Freizeitaktivitäten speziell für ältere Menschen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, wie Familien in Deutschland mit kultureller Vielfalt umgehen. Viele Familien bestehen heute aus Mitgliedern mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Migration und internationale Partnerschaften sind ein Teil der deutschen Gesellschaft. Das bringt neue Perspektiven, aber manchmal auch Herausforderungen, besonders wenn es um Erziehung, Sprache oder Familienwerte geht. In solchen Fällen ist gegenseitiger Respekt entscheidend. Es geht darum, Unterschiede zu akzeptieren und gemeinsame Lösungen zu finden. In vielen Städten gibt es Projekte, die Familien mit Migrationshintergrund unterstützen. Sprachkurse, Elterncafés oder Freizeitangebote helfen dabei, Brücken zu bauen. Oft profitieren auch deutsche Familien davon, weil sie neue Sichtweisen kennenlernen. So entsteht ein kultureller Austausch, der das Zusammenleben bereichert. Interessant ist auch, wie Feiertage in interkulturellen Familien gefeiert werden. Manche kombinieren Traditionen, zum Beispiel deutsche Weihnachten, mit Speisen oder Bräuchen aus anderen Ländern. Das kann sehr schön sein, weil Kinder so lernen, mehrere Kulturen zu leben und zu verstehen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder sich gehört und respektiert fühlen. Was Familien in Deutschland oft gemeinsam haben, ist der Wunsch nach einem harmonischen Zusammenleben, trotz der Unterschiede. Dabei helfen gemeinsame Rituale, Gespräche und der Versuch, den Alltag miteinander gut zu gestalten. Viele Familien nehmen sich bewusst Zeit füreinander, sei es beim Abendessen, bei einem Ausflug am Wochenende oder im Urlaub. Diese gemeinsamen Momente stärken das Vertrauen und die Verbindung. In vielen Familien wird auch über Geld, Regeln oder Zukunftspläne gesprochen. Diese Offenheit ist typisch für viele deutsche Haushalte. Es wird versucht, transparent zu sein und Kinder früh in Entscheidungen einzubeziehen. So lernen sie Verantwortung und verstehen besser, wie das Familienleben funktioniert. Ein weiteres Thema ist die Gleichberechtigung in der Familie. In Deutschland wird viel darüber gesprochen, wie man familiäre Aufgaben gerecht verteilt. Es gibt Diskussionen über Mental Load, also die unsichtbare Arbeit im Haushalt, die oft von Frauen getragen wird. Viele Paare bemühen sich, eine Balance zu finden und reden offen über Erwartungen und Rollenverteilung. Diese Gespräche sind manchmal schwierig, aber sie sind wichtig für eine gesunde Beziehung. Insgesamt lässt sich sagen, dass Familie in Deutschland oft auf Respekt,
Kommunikation und Selbstständigkeit basiert. Die emotionale Nähe ist da, auch wenn sie manchmal weniger sichtbar ist als in Kulturen, in denen mehr körperliche Nähe oder ständiger Kontakt üblich sind. Es ist ein anderes Modell, nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. In einer Zeit, in der das Leben schnell und stressig ist, versuchen viele Familien in Deutschland bewusst, ruhige und verbindende Momente zu schaffen. Ob durch gemeinsame Mahlzeiten, Urlaube, Spieleabende oder Gespräche, es geht darum, sich Zeit zu nehmen füreinander. Das ist vielleicht eine der stärksten Traditionen in deutschen Familien. Die Entscheidung, trotz aller Veränderungen miteinander verbunden zu bleiben. Und diese Verbindung zeigt sich auch über Generationen hinweg. Auch wenn Kinder früh ausziehen oder ihre eigenen Wege gehen, bleibt der Kontakt zu den Eltern oft bestehen. Man telefoniert regelmäßig, besucht sich oder hilft einander, wenn es nötig ist. Es ist eine Art von Nähe, die nicht immer laut ist, aber tief gehen kann. Auch in Patchwork-Familien, die in Deutschland immer häufiger werden, spielt die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern eine große Rolle. Wenn neue Partnerschaften entstehen und Kinder aus früheren Beziehungen Teil des Familienlebens werden, braucht es oft Geduld, Offenheit und viel Kommunikation. Es ist nicht immer einfach, aber mit Respekt und klaren Absprachen kann auch hier eine starke, vertrauensvolle Familienstruktur wachsen. Viele Familien nehmen sich Zeit, gemeinsame Regeln zu entwickeln und für alle Beteiligten eine stabile Atmosphäre zu schaffen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Rolle von Großeltern. In vielen deutschen Familien sind sie eine wertvolle Unterstützung, vor allem bei der Kinderbetreuung. Gleichzeitig leben sie aber meist nicht im selben Haushalt, sondern führen ein eigenständiges Leben. Der Kontakt zwischen den Generationen wird gepflegt durch regelmäßige Besuche, gemeinsame Ausflüge oder Familienfeste. Besonders wichtig ist vielen Großeltern, ihren Enkeln Werte mitzugeben und ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit zu geben. Dabei geht es weniger um Strenge, sondern mehr um Vertrauen und Unterstützung. Auch Haustiere spielen in vielen Familien in Deutschland eine große Rolle. Ein Hund, eine Katze oder andere Tiere werden oft als vollwertige Familienmitglieder gesehen. Sie schaffen Nähe, Verantwortung und Freude im Alltag. Besonders Kinder lernen durch den Umgang mit Tieren, was Fürsorge bedeutet. In manchen Familien sind gemeinsame Spaziergänge mit dem Hund fester Bestandteil des Tages. Ein Moment, in dem man miteinander reden kann, ohne dass es gezwungen wirkt. In Bezug auf Familienfreizeit gibt es in Deutschland viele Angebote. Familienkarten für Museen, gemeinsame Sportangebote, Eltern-Kind-Treffs oder kostenlose Veranstaltungen in Parks und Stadtzentren. Die Gesellschaft versucht, Familienleben zu fördern und zu erleichtern. Besonders in Städten gibt es viele Einrichtungen, die Eltern unterstützen, etwa bei der Kinderbetreuung oder in schwierigen Lebenssituationen. Diese Strukturen helfen, ein stabiles Umfeld für Kinder zu schaffen, unabhängig vom Einkommen oder der Herkunft der Familie. Ein kultureller Unterschied, der oft auffällt, ist die Art, wie Kinder in Deutschland erzogen werden. Autonomie und Eigenständigkeit stehen im Vordergrund. Schon kleine Kinder dürfen vieles selbst entscheiden, was sie anziehen, was sie essen möchten oder wie sie ihren Tag gestalten. Das Ziel ist es, selbstbewusste und unabhängige Menschen zu erziehen. In anderen Kulturen wird oft mehr Wert auf Gehorsam und familiäre Ordnung gelegt. Beide Ansätze haben ihre Stärken und viele Familien in Deutschland finden einen Weg dazwischen. Die Schule spielt ebenfalls eine große Rolle im Familienleben. Hausaufgaben, Elternabende, Schulveranstaltungen, all das fordert Engagement von den Eltern. In vielen Familien gibt es einen klaren Tagesablauf mit festen Zeiten für Schule, Freizeit und gemeinsame Aktivitäten. Dieser Rhythmus gibt Kindern Struktur und hilft, ein Gefühl von Sicherheit zu entwickeln. Am Ende zeigt sich, die Familie in Deutschland ist ein flexibles Konzept. Sie kann aus 2 oder 10 Personen bestehen, aus verschiedenen Generationen oder Kulturen. Was zählt, ist die gegenseitige Unterstützung, das Vertrauen und der Wille, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Traditionen spielen eine Rolle, aber sie werden oft an die Realität angepasst. Und genau das macht Familienleben in Deutschland so spannend. Es ist immer im Wandel, aber die Verbindung zwischen den Menschen bleibt das Herzstück. In einer Gesellschaft, die sich ständig verändert, bleibt die Familie ein Ort der Stabilität. Auch wenn Herausforderungen kommen, Konflikte, Trennungen, finanzielle Sorgen, viele Familien finden Wege, damit umzugehen.
Sie reden, sie suchen Hilfe, sie wachsen gemeinsam an ihren Erfahrungen. Und vielleicht ist das die stärkste Tradition in deutschen Familien. Nie aufzuhören, füreinander da zu sein, auch wenn sich die Formen ändern. Die deutsche Mentalität. Was denken Menschen über die Deutschen? Was ist Klischee und was ist tatsächlich wahr? Lass uns gemeinsam in diese Welt eintauchen und herausfinden, wie die Deutschen wirklich sind. Oder zumindest, wie sie oft wahrgenommen werden. Ein sehr bekanntes Klischee über Deutsche ist, dass sie immer pünktlich sind. Pünktlichkeit ist in Deutschland tatsächlich sehr wichtig. Wenn ein Termin um 14 Uhr beginnt, erwartet man, dass alle spätestens um 13:55 Uhr da sind. Zu spät zu kommen gilt oft als unhöflich oder respektlos. Viele Menschen aus anderen Kulturen finden das vielleicht streng, aber für viele Deutsche ist Pünktlichkeit ein Zeichen von Zuverlässigkeit und Organisation. Ein weiteres Klischee ist, dass Deutsche sehr direkt sind. Und ja, Deutsche sagen oft, was sie denken. Sie mögen keine Spielchen oder unnötige Höflichkeiten. Das bedeutet nicht, dass sie unfreundlich sind. Im Gegenteil, viele glauben, dass Ehrlichkeit ein Zeichen von Respekt ist. Aber für Menschen aus Kulturen, in denen man oft zwischen den Zeilen liest, kann das manchmal hart oder sogar unhöflich wirken. Dann gibt es das Bild vom typischen Deutschen, der alles plant. Urlaub, Alltag, sogar das Wochenende, alles wird im Voraus organisiert. Viele Deutsche lieben Listen, Kalender und feste Pläne. Spontanität ist zwar möglich, aber wird nicht von allen geschätzt. Diese Liebe zur Planung hat auch Vorteile. Die Dinge laufen oft reibungslos und jeder weiß, woran er ist. Natürlich gibt es auch das Klischee, dass Deutsche keinen Humor haben. Das stimmt so nicht. Der deutsche Humor ist vielleicht anders, oft ironisch, manchmal trocken oder auch etwas schwarz. Es gibt viele Komiker und Fernsehsendungen in Deutschland, die sehr beliebt sind. Wer länger in Deutschland lebt, lernt diesen Humor oft zu schätzen, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so leicht ist. Ein interessantes Thema ist auch die Beziehung der Deutschen zur Arbeit. Arbeit ist in Deutschland nicht nur ein Mittel zum Zweck. Viele definieren sich über ihren Beruf. Es ist ganz normal, sich bei einer neuen Begegnung schnell zu fragen, und was machst du beruflich? Arbeit bedeutet nicht nur Geld, sondern auch Status, Identität und Struktur im Alltag. Das führt dazu, dass viele Menschen fleißig, ehrgeizig und auch manchmal ein bisschen gestresst wirken. Aber wie sieht es mit Freundschaften aus? Ein Klischee ist, dass es schwer ist, in Deutschland Freunde zu finden. Und ja, es kann dauern, bis man echte Freundschaften aufbaut. Smalltalk ist nicht so verbreitet wie in anderen Ländern. Aber wenn man einmal eine Freundschaft mit einer Deutschen oder einem Deutschen geschlossen hat, ist sie oft sehr tief und verlässlich. Man sagt sogar, ein deutscher Freund ist ein Freund fürs Leben. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Verhältnis der Deutschen zu Regeln. Viele Menschen sagen, Deutsche lieben Regeln. Und ja, in vielen Bereichen des Lebens spielen Regeln in Deutschland eine große Rolle. Sei es im Straßenverkehr, beim Mülltrennen oder im Alltag. Man steht an der roten Ampel, auch wenn kein Auto kommt. Man trennt Papier, Plastik, Glas und Biomüll ganz genau. Das mag für manche übertrieben wirken, aber es zeigt, dass Ordnung, Struktur und Verantwortung für viele Menschen in Deutschland wichtig sind. Es gibt sogar den bekannten Satz, Ordnung muss sein. Gleichzeitig ist das Vertrauen in den Staat und in die Institutionen in Deutschland relativ hoch. Viele Menschen glauben daran, dass Regeln sinnvoll sind und dem Gemeinwohl dienen. Natürlich gibt es auch Kritik, wie überall auf der Welt, aber grundsätzlich herrscht ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit, das durch diese Ordnung unterstützt wird. Wenn wir über Stereotype sprechen, dürfen wir auch das Bild vom kalten Deutschen nicht vergessen. Manche sagen, Deutsche seien emotional distanziert oder nicht sehr herzlich. Das ist allerdings nur die Oberfläche. Ja, Deutsche sind in der Regel zurückhaltender, besonders im Vergleich zu Menschen aus südlicheren Ländern. Körperkontakt ist weniger üblich und Emotionen werden oft nicht offen gezeigt. Doch das bedeutet nicht, dass Deutsche keine Gefühle haben oder keine Nähe wollen. Es braucht einfach mehr Zeit und Vertrauen, bis sich diese Seite zeigt. Ein positiver Aspekt der deutschen Mentalität ist der starke Sinn für Verantwortung, sowohl persönlich als auch gesellschaftlich. Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich, helfen Nachbarn oder spenden regelmäßig. Das zeigt ein tiefes Bewusstsein für Gemeinschaft und Solidarität. Besonders während Krisenzeiten,
wie zum Beispiel in der Pandemie, war dieser Zusammenhalt spürbar. Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema, das vielen Deutschen am Herzen liegt. Der bewusste Umgang mit Ressourcen, der Kauf von regionalen Produkten und das Fahrradfahren statt Autofahren. All das gehört für viele zum Alltag. In vielen Städten gibt es grüne Initiativen, Secondhand-Läden, Biosupermärkte und Diskussionen über Klimaschutz. Dieses Umweltbewusstsein ist ein Teil der modernen deutschen Identität geworden. Ein weiterer Punkt ist das Verhältnis zur Privatsphäre. In Deutschland ist es sehr wichtig, einen privaten Raum zu haben. Menschen sprechen selten über ihr Gehalt, ihre politischen Meinungen oder sehr persönliche Themen. Zumindest nicht mit jedem. Diese Distanz wird oft als kühl empfunden, aber sie zeigt auch Respekt. Man möchte dem anderen nicht zu nahe treten oder unangenehme Fragen stellen. Gleichzeitig ist es in Deutschland ganz normal, dass jeder seine eigene Meinung hat und auch sagt. Und zuletzt, was denken eigentlich die Deutschen über sich selbst? Viele Deutsche sehen sich als fleißig, pünktlich, ordentlich, aber auch kritisch. Selbstkritik ist in Deutschland stark verbreitet. Man ist selten komplett zufrieden, weder mit sich selbst noch mit dem System. Das kann manchmal anstrengend sein, aber es ist auch eine Chance zur Verbesserung. Der Wunsch, Dinge besser zu machen, gehört zur deutschen Mentalität. Natürlich darf man nie vergessen, nicht alle Deutschen sind gleich. Jeder Mensch ist individuell. Es gibt viele Unterschiede zwischen Nord und Süd, Stadt und Land, alt und jung. Stereotype können helfen, erste Eindrücke zu verstehen, aber sie ersetzen nie das persönliche Kennenlernen. Wenn du in Deutschland lebst oder mit Deutschen zu tun hast, wirst du schnell merken, die Realität ist oft viel spannender, wärmer und vielfältiger als jedes Klischee. In Deutschland eine Wohnung zu finden, ist oft eine große Herausforderung, selbst für Menschen, die schon lange dort leben, ganz zu schweigen von Zugezogenen oder Studierenden. Der Wohnungsmarkt ist in vielen Städten sehr angespannt. Besonders in Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln bewerben sich manchmal hunderte Menschen auf ein einziges Mietangebot. Ein entscheidender Unterschied zu anderen europäischen Ländern ist, dass Mietverträge in Deutschland in der Regel langfristig abgeschlossen werden. Es ist nicht üblich, eine Wohnung nur für ein paar Monate zu mieten, es sei denn, es handelt sich um eine möblierte Zwischenmiete. Standardmietverträge laufen auf unbestimmte Zeit, mit einer Kündigungsfrist von meist 3 Monaten. Wer also eine Wohnung findet, plant in der Regel, dort mehrere Jahre zu wohnen. Eine weitere Besonderheit ist die sogenannte Kaltmiete. Das ist die Grundmiete ohne Nebenkosten. Die Nebenkosten, also Heizung, Wasser, Müllabfuhr und manchmal Internet- oder Hausmeisterdienst, kommen noch obendrauf. Zusammen ergibt das die Warmmiete. Beim Vergleich von Angeboten sollte man daher immer darauf achten, ob die Warm- oder Kaltmiete angegeben ist. Viele Mietwohnungen in Deutschland werden ohne Küche vermietet. Das bedeutet, keine Einbauküche, kein Herd, kein Kühlschrank, oft nur leere Anschlüsse. Wer aus einem Land kommt, in dem die Küche zur Standardausstattung gehört, ist davon oft überrascht. Die Küche muss man entweder selbst kaufen oder vom Vormieter übernehmen. Die Kommunikation mit Vermieterinnen und Vermietern ist ebenfalls speziell. In vielen Fällen ist es nicht die Vermieterin oder der Vermieter selbst, mit dem man spricht, sondern eine Hausverwaltung oder ein Maklerbüro. Die Kontaktaufnahme erfolgt häufig per E-Mail, über Immobilienportale wie Immobilienscout24 oder Immonet. Man schreibt eine kurze Vorstellung, wer man ist, was man beruflich macht, warum man sich für die Wohnung interessiert. Diese Nachricht ist entscheidend. Sie ist der erste Eindruck. In der Realität bedeutet das oft, wer nicht perfekt Deutsch schreibt oder keinen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, bekommt nicht einmal eine Antwort. Auch das ist ein Problem für viele Wohnungssuchende. Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist ein reales Thema. Wenn man dann doch zu einer Besichtigung eingeladen wird, kommt der nächste Schritt. Die Wohnungsbesichtigungen sind meistens kurz, manchmal nur 10 Minuten. Es ist wichtig, pünktlich zu sein, höflich aufzutreten und Fragen zur Wohnung zu stellen. Wie hoch sind die Nebenkosten? Gibt es eine Hausordnung? Ist das Haus ruhig? Welche Heizung gibt es? Manchmal finden auch Sammelbesichtigungen statt. Dann sind 20 Personen gleichzeitig in der Wohnung. Oft wird nach der Besichtigung eine Bewerbungsmappe verlangt. Darin enthalten sind eine Selbstauskunft, eine Art Steckbrief mit persönlichen Informationen, Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate, eine Schufa-Auskunft,
eine Bestätigung über die Kreditwürdigkeit, eine Kopie des Ausweises und manchmal ein Empfehlungsschreiben vom vorherigen Vermieter. Für Menschen aus dem Ausland, die diese Unterlagen nicht haben, ist das eine große Hürde. Ein weiteres Thema ist die Kaution. In Deutschland darf der Vermieter bis zu 3 Netto-Kaltmieten als Kaution verlangen. Dieses Geld wird auf einem separaten Konto hinterlegt und dient als Sicherheit für eventuelle Schäden oder offene Mietzahlungen. Die Kaution bekommt man am Ende des Mietverhältnisses zurück, vorausgesetzt, es gibt keine Schäden in der Wohnung. Wer eine Wohnung gefunden hat, muss sich innerhalb von 2 Wochen beim Einwohnermeldeamt anmelden. Ohne Anmeldung kann man keine Steuer-ID beantragen, kein Bankkonto eröffnen, keine Krankenversicherung abschließen. Also ist der Mietvertrag der erste Schritt in ein geregeltes Leben in Deutschland. Genau deshalb ist die Wohnungssuche nicht nur stressig, sondern auch zentral für alle weiteren bürokratischen Schritte. In manchen Städten gibt es staatliche Unterstützung, zum Beispiel Wohnberechtigungsscheine oder geförderte Wohnungen. Diese sind aber oft an bestimmte Einkommensgrenzen gebunden. Man muss viele Formulare ausfüllen und manchmal monatelang warten. Auch das schreckt viele Menschen ab oder überfordert sie. Ein kultureller Unterschied zeigt sich oft in der Art, wie man mit Vermietern spricht. In Deutschland ist es üblich, formell und direkt zu kommunizieren. Man sagt Guten Tag, verwendet Sie statt Du, bedankt sich für die Besichtigung und stellt gezielte Fragen. Ein zu informeller Ton wirkt manchmal unprofessionell. Gleichzeitig erwarten viele Vermieter Ehrlichkeit und Klarheit. Sie möchten wissen, ob jemand langfristig bleiben möchte und zuverlässig ist. Natürlich ist es nicht einfach, all das zu lernen, besonders wenn man neu im Land ist. Aber es hilft, sich auf Gespräche vorzubereiten. Zum Beispiel, wie stelle ich mich vor? Wie sage ich, dass ich berufstätig bin oder studiere? Wie erkläre ich, warum ich umziehe? Man kann solche Sätze zu Hause üben, am besten laut, damit sie im Kopf bleiben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Lage der Wohnung. In vielen deutschen Städten gibt es große Unterschiede zwischen den Stadtteilen. Manche Gegenden gelten als besonders attraktiv, wegen der Nähe zum Stadtzentrum, guter öffentlicher Verkehrsanbindung oder schöner Umgebung. Andere Bezirke sind günstiger, aber vielleicht lauter, weiter vom Zentrum entfernt oder mit weniger Infrastruktur. Deshalb ist es wichtig, vorab zu überlegen, was ist mir wichtig? Brauche ich eine Wohnung in der Nähe meines Arbeitsplatzes oder meiner Universität? Ist mir Ruhe wichtig oder möchte ich lieber in einem belebten Viertel wohnen? Wie weit bin ich bereit zu pendeln? Auch das beeinflusst die Suche stark. Wer flexibel ist, hat oft bessere Chancen. Manche Menschen finden schneller eine Wohnung, wenn sie nicht nur auf bestimmte Stadtteile fixiert sind oder auch kleinere Wohnungen in Betracht ziehen. Einzimmerwohnungen oder sogenannte Wohngemeinschaften, also WGs, sind besonders bei Studierenden oder jungen Berufstätigen beliebt. In einer WG teilt man sich Küche und Bad, hat aber ein eigenes Zimmer. Das kann nicht nur günstiger sein, sondern auch helfen, neue Leute kennenzulernen und Deutsch zu sprechen. Die Kommunikation in WGs läuft meistens informeller. Oft gibt es ein Kennenlerntreffen, bei dem man mit den Mitbewohnerinnen oder Mitbewohnern spricht. Man stellt sich vor, erzählt ein bisschen über den Alltag, Hobbys oder die Arbeit. Dabei geht es nicht nur um den Mietvertrag, sondern auch darum, ob man gut zusammenpasst. In vielen Fällen entscheidet die WG selbst, wer einzieht. Wenn man aber eine eigene Wohnung sucht, ist die Konkurrenz größer. Viele Menschen geben irgendwann auf und bleiben in Zwischenlösungen. Bei Freunden, in Hostels oder in möblierten Apartments mit hoher Miete. Langfristig ist das aber keine gute Lösung. Deshalb ist Geduld so wichtig. Ein Tipp für alle, die neu in Deutschland sind: Man sollte sich frühzeitig informieren und Hilfe suchen. Es gibt in vielen Städten Beratungsstellen für Migrantinnen und Migranten, Wohnhilfen oder soziale Einrichtungen, die bei der Wohnungssuche unterstützen. Auch Universitäten bieten oft Hilfe für internationale Studierende. Wichtig ist, sich nicht zu schämen, Fragen zu stellen oder um Unterstützung zu bitten. Beim Kontakt mit Vermieterinnen oder Vermietern ist Freundlichkeit das A und O. Selbst wenn man gestresst ist oder schon viele Absagen bekommen hat, hilft es, höflich zu bleiben. Ein kurzes Dankeschön nach einer Absage oder ein freundlicher Nachsatz in der Bewerbung macht manchmal einen großen Unterschied. Und auch wenn man eine Wohnung nicht bekommt, vielleicht denkt die Person beim nächsten Angebot an dich.
Ein weiterer Unterschied zu vielen anderen Ländern ist, dass viele Wohnungen in Deutschland keinen Makler haben. Das bedeutet, man muss selbst aktiv suchen. Man schaut auf Immobilienportalen, in Facebook-Gruppen, bei Aushängen in Supermärkten oder an schwarzen Brettern an der Uni. Manche Menschen hängen sogar kleine Zettel mit einem Wohnungsgesuch aus, mit Foto, Telefonnummer und ein paar persönlichen Infos. In einigen Fällen funktioniert das sogar. Ein besonders wichtiges Thema bei der Wohnungssuche ist der Mietvertrag. In Deutschland ist es üblich, langfristige Mietverträge abzuschließen. Oft läuft der Vertrag unbefristet, das heißt, es gibt kein festes Enddatum. Das gibt beiden Seiten, Mieter und Vermieter, Sicherheit. Aber es bedeutet auch, dass eine Kündigung gut geplant sein muss. Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel 3 Monate. Das heißt, wenn man ausziehen möchte, muss man das rechtzeitig ankündigen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist es in Deutschland eher ungewöhnlich, eine Wohnung nur für ein paar Monate zu mieten. Kurzzeitmieten sind selten und oft teuer. Das hat auch rechtliche Gründe. Mieterschutz ist in Deutschland stark ausgeprägt und viele Vermieter möchten keine häufigen Mieterwechsel. Sie suchen Menschen, die lange bleiben, am besten mehrere Jahre. Ein weiteres Detail, das für viele neu ist: viele Wohnungen werden ohne Küche vermietet. Das heißt, es gibt keinen Herd, keinen Kühlschrank, keine Spüle. Man muss alles selbst kaufen oder vom Vormieter übernehmen. Manchmal gibt es ein Angebot, die Küche gegen einen bestimmten Preis zu übernehmen. Das nennt man Ablöse. Solche Dinge sollte man vorher genau klären und schriftlich festhalten. Und dann ist da noch das Thema Kaution. In Deutschland verlangt der Vermieter meistens eine Kaution. Das ist eine Sicherheitsleistung. Die Summe darf höchstens 3 Monatsmieten ohne Nebenkosten betragen. Man bekommt die Kaution zurück, wenn man auszieht, aber nur, wenn keine Schäden entstanden sind und alle Rechnungen bezahlt wurden. Wichtig: die Kaution darf nicht einfach bar übergeben werden. Es ist besser, sie auf ein spezielles Kautionskonto zu überweisen. Die Nebenkosten, also die Betriebskosten, sind ein weiterer Punkt. In der Anzeige steht oft Kaltmiete und Warmmiete. Die Kaltmiete ist der Grundpreis für die Wohnung. Die Warmmiete enthält zusätzlich Heizkosten, Wasser, Müllabfuhr und Hausreinigung. Man sollte genau prüfen, welche Kosten enthalten sind und welche nicht. Strom und Internet müssen oft separat abgeschlossen werden. Im Gespräch mit Vermietern oder Maklern ist es hilfreich, bestimmte Redewendungen zu kennen. Hier ein paar Beispiele. Ist die Wohnung noch verfügbar? Wie hoch sind die Nebenkosten? Gibt es eine Einbauküche? Kann ich die Wohnung besichtigen? Wie hoch ist die Kaution? Ist eine Schufa-Auskunft erforderlich? Welche Unterlagen soll ich mitbringen? Diese Sätze helfen dabei, professionell und vorbereitet zu wirken. Und auch wenn man kleine Fehler macht, das ist kein Problem. Wichtig ist, dass man versucht, klar und freundlich zu kommunizieren. Viele Vermieter haben Verständnis dafür, dass Deutsch nicht die Muttersprache ist. Ein großer Unterschied, den viele bei der Wohnungssuche in Deutschland bemerken, ist die förmliche Kommunikation. In manchen Ländern ist es normal, spontan vorbeizukommen oder direkt zu telefonieren. In Deutschland ist es üblicher, zuerst eine E-Mail zu schreiben oder ein Kontaktformular über das Online-Portal zu nutzen. Die erste Nachricht sollte höflich und strukturiert sein. Sie enthält in der Regel eine kurze Vorstellung, Name, Beruf, Alter, Angaben zur aktuellen Wohnsituation, Grund für den Umzug, gewünschter Einzugstermin, gegebenenfalls die Frage nach einem Besichtigungstermin. Zum Beispiel: Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für Ihre Wohnung in der Musterstraße 10. Ich bin 32 Jahre alt, arbeite als Softwareentwickler in Festanstellung und suche eine langfristige Wohnung ab dem 1. September. Ich würde mich sehr über einen Besichtigungstermin freuen. Mit freundlichen Grüßen. Die Sprache ist formell, aber klar. Das zeigt Respekt und Seriosität. Beides ist bei Vermietern sehr wichtig. Ein weiteres kulturelles Thema ist das Misstrauen gegenüber neuen Mietern. Vermieter wollen sicher sein, dass die Wohnung in guten Händen ist. Deshalb verlangen sie viele Unterlagen. Gehaltsnachweise, Schufa-Auskunft, Mieter-Selbstauskunft, manchmal auch eine Bestätigung vom alten Vermieter. Das kann abschreckend wirken, ist aber in Deutschland normal. Wenn man zu einer Besichtigung eingeladen wird, sollte man gut vorbereitet sein. Es ist sinnvoll, alle Unterlagen ausgedruckt mitzubringen, freundlich aufzutreten und pünktlich zu sein.
In Großstädten ist der Andrang oft so groß, dass Dutzende Personen zur gleichen Zeit besichtigen. Deshalb ist der erste Eindruck sehr wichtig. Bei der Besichtigung selbst kann man kleine Fragen stellen, um Interesse zu zeigen. Wie alt ist das Gebäude? Gibt es einen Keller oder Abstellraum? Wie ist die Nachbarschaft? Wann wurde zuletzt renoviert? Wie sind die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe? Wenn man sich wohlfühlt und die Wohnung gefällt, sollte man das ruhig sagen: Ich finde die Wohnung sehr schön und würde mich freuen, wenn es klappt. Neben der klassischen Wohnung zur Miete gibt es auch in Deutschland die Möglichkeit, ein WG-Zimmer zu mieten, also ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Besonders für Studierende oder Personen, die neu in der Stadt sind, kann das eine gute Lösung sein. Aber auch hier gibt es einige Besonderheiten. Oft ist nicht der Vermieter die Kontaktperson, sondern die Mitbewohner selbst. Sie entscheiden, wer in die WG passt. Deshalb ist die persönliche Chemie wichtig. Bei einem sogenannten WG-Casting geht es nicht nur um die Miete, sondern auch darum, wie man zusammenlebt. Ein typisches Gespräch bei einem WG-Casting kann so beginnen: Wie lange wohnst du schon hier? Wie ist der Alltag in der WG? Kocht ihr manchmal zusammen? Wie teilt ihr euch die Hausarbeit auf? Man sollte ehrlich sein, aber auch offen und freundlich wirken. Viele WGs suchen keine Mitbewohner auf Zeit, sondern Menschen, die länger bleiben wollen und sich einbringen. Für die reguläre Wohnungssuche auf dem freien Markt ist es wichtig, Anzeigen richtig zu lesen. Wenn dort steht, nur an Berufstätige oder keine Haustiere, sollte man das respektieren. Wenn man dennoch Interesse hat, kann man in der Nachricht kurz erklären, warum man trotzdem gut passen würde. Freundlichkeit kann Türen öffnen, auch wenn die Kriterien eigentlich nicht genau passen. Noch ein Hinweis: In vielen deutschen Städten ist es nicht möglich, eine Wohnung für nur ein paar Monate zu mieten. Langfristige Mietverhältnisse sind der Standard. 3, 5 oder 10 Jahre sind keine Seltenheit. Wer nur vorübergehend wohnt, braucht oft spezielle Angebote, wie möblierte Apartments oder Zwischenmiete über Plattformen wie WG Gesucht oder Airbnb. Auch wenn die Suche manchmal frustrierend ist, dranbleiben lohnt sich. Gute Vorbereitung, eine klare Kommunikation und Geduld sind entscheidend. Es hilft auch, sein Deutsch so gut wie möglich einzusetzen, selbst wenn man Fehler macht. Vermieter wissen, dass nicht alle perfekt Deutsch sprechen. Wichtiger ist es, freundlich, ehrlich und verlässlich zu wirken. Zum Schluss noch ein praktischer Tipp: Wer keine Rückmeldung auf Nachrichten bekommt, darf nach ein paar Tagen höflich nachfragen. Ein Beispiel: Guten Tag, ich wollte mich erkundigen, ob die Wohnung in der Musterstraße noch verfügbar ist. Ich hatte mich vor einigen Tagen beworben und freue mich sehr über eine Rückmeldung. Höfliches Nachhaken zeigt Interesse und kann den Unterschied machen. Damit endet dieser Podcast über die Wohnungssuche in Deutschland. Wer die Besonderheiten kennt und bereit ist, sich anzupassen, kann auch in einem schwierigen Markt erfolgreich sein. Viel Erfolg bei der Suche und beim Deutschlernen natürlich auch. Smalltalk ist in vielen Teilen der Welt ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, gehört er fast zur täglichen Pflicht. Man spricht mit Fremden an der Kasse, im Aufzug oder beim Spaziergang im Park. Themen sind oft leicht und unverbindlich: Das Wetter, der Verkehr, die letzten Sportereignisse. In Europa ist Smalltalk ebenfalls verbreitet, aber es gibt Unterschiede zwischen den Ländern. In Südeuropa, etwa in Italien oder Spanien, unterhalten sich Menschen oft schnell und lebhaft. Ein kurzer Austausch über das schöne Wetter oder ein freundliches Kompliment ist völlig normal. In Osteuropa dagegen ist Smalltalk weniger üblich. Dort bevorzugen viele Menschen direkte, tiefere Gespräche. Oft entsteht ein Gespräch erst nach einer gewissen Zeit des Kennenlernens. Deutschland liegt irgendwo dazwischen. Smalltalk existiert, aber anders als in anderen Teilen der Welt. In Deutschland geht es oft um konkrete Themen. Beliebte Smalltalk-Themen sind zum Beispiel das Wetter, die Arbeit oder aktuelle Nachrichten. Trotzdem empfinden viele Menschen Smalltalk in Deutschland als schwierig. Warum ist das so? Einer der Gründe ist die deutsche Kultur der Direktheit. Deutsche schätzen klare, präzise Aussagen. Oberflächliche Gespräche ohne tiefere Bedeutung wirken manchmal unnötig oder sogar unehrlich. Ein weiterer Grund ist der Respekt vor Privatsphäre. In Deutschland gilt es als höflich, andere Menschen nicht ungefragt anzusprechen. Fragen zu persönlichen Themen wie Familie oder Einkommen gelten oft als unangebracht. Hinzu kommt, dass Deutsche oft erst ein gewisses Vertrauen aufbauen müssen, bevor sie sich öffnen.
Deshalb sind die ersten Gespräche manchmal formell oder zurückhaltend. Aber das bedeutet nicht, dass Smalltalk unmöglich ist. Es gibt viele Situationen, in denen auch Deutsche Smalltalk führen. Auf Partys, bei der Arbeit, im Fitnessstudio oder auf Reisen. Die Themenwahl spielt dabei eine wichtige Rolle. Unverfängliche Themen wie das Wetter, Hobbys, Urlaubspläne oder die Umgebung sind ideale Einstiegspunkte. Zum Beispiel kann man sagen, heute ist aber ein schöner Tag. Oder haben Sie auch Probleme mit der Bahn gehabt? Typische Themen für Smalltalk in Deutschland sind außerdem das Wetter. Ganz schön kalt heute, oder? Der Verkehr. Die Straßen waren heute Morgen ziemlich voll. Veranstaltungen. Haben Sie vom Stadtfest am Wochenende gehört? Arbeit. Was machen Sie beruflich, aber vorsichtig und nicht zu privat? Themen, die man besser vermeiden sollte, sind Politik, kann zu Streit führen, Religion, sehr privat, Einkommen, sehr unhöflich, Gesundheit, kann zu persönlich wirken. Natürlich gibt es Ausnahmen, besonders wenn beide Gesprächspartner entspannt sind. In lockerer Atmosphäre sind auch tiefere Themen möglich. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, ist Smalltalk oft positiver und enthusiastischer. Man lobt den Gesprächspartner schnell, I love your shoes oder What a beautiful dog. Solche Komplimente sind in Deutschland seltener und wirken manchmal übertrieben. In Großbritannien dagegen spielt Humor eine große Rolle. Ein kurzer, witziger Kommentar kann das Gespräch eröffnen. Zum Beispiel, Typical British weather today, isn't it? Selbst bei schönstem Sonnenschein. In Frankreich ist Smalltalk oft kulturell und intellektuell geprägt. Man spricht gerne über Filme, Bücher oder Kunst. Auch ein kurzes Gespräch über die neuesten Nachrichten ist üblich. In osteuropäischen Ländern hingegen ist es normal, zuerst distanziert zu bleiben. Smalltalk entsteht oft erst, wenn man sich etwas besser kennt. Dann sind die Gespräche aber oft tief und persönlich. In Deutschland hängt der Erfolg von Smalltalk stark vom Kontext ab. In geschäftlichen Situationen ist ein kurzer Smalltalk fast immer Teil des Gesprächs. Zum Beispiel beim Beginn eines Meetings oder bei einer Kaffeepause. Hier ist es üblich, mit einem lockeren Satz zu starten. Hatten Sie eine gute Anreise? Oder wie gefällt Ihnen unsere Stadt? Solche Fragen sind freundlich, aber nicht zu privat. Sie helfen, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, bevor das eigentliche Thema beginnt. Trotzdem bleibt die deutsche Zurückhaltung spürbar. Es dauert oft länger, eine persönliche Verbindung aufzubauen. Auch die Körpersprache ist wichtig. In Deutschland achtet man auf persönlichen Abstand und respektvolle Mimik. Ein freundliches Lächeln, aber kein übertriebenes Gestikulieren. Insgesamt kann man sagen, Smalltalk in Deutschland ist möglich, aber er folgt anderen Regeln als in vielen anderen Ländern. Er ist oft kürzer, konkreter und weniger emotional. Doch wie kann man Smalltalk in Deutschland besser üben? Welche Strategien helfen, ein Gespräch zu beginnen und am Laufen zu halten? Eine wichtige Technik ist, offene Fragen zu stellen. Anstatt nur Ja- oder Nein-Antworten zu ermöglichen, hilft es, Fragen zu stellen wie: Was gefällt Ihnen am besten an dieser Stadt? Oder wie verbringen Sie gerne Ihre Wochenenden? Offene Fragen laden den anderen ein, mehr zu erzählen. So entwickelt sich das Gespräch natürlicher und angenehmer. Eine weitere Strategie ist, aufmerksam zuzuhören. Viele Menschen fühlen sich wohl, wenn sie merken, dass ihr Gesprächspartner echtes Interesse zeigt. Ein einfaches Nicken oder ein kurzes Ah, interessant kann viel bewirken. Außerdem hilft es, auf Gemeinsamkeiten zu achten. Wenn beide über ein gemeinsames Erlebnis sprechen können, entsteht schnell eine Verbindung. Zum Beispiel: Oh, Sie mögen auch Radfahren? Wo fahren Sie am liebsten? Und natürlich ist es wichtig, sich selbst nicht unter Druck zu setzen. Nicht jedes Gespräch muss perfekt sein. Manchmal reicht ein freundliches Wort oder ein kurzes Lächeln, um eine positive Stimmung zu schaffen. Smalltalk ist wie jede andere Fähigkeit. Man kann ihn üben und verbessern. Mit etwas Geduld und Offenheit wird es immer leichter, kleine Gespräche zu führen. Besonders in Deutschland, wo Smalltalk oft als schwierig gilt, kann es ein großer Vorteil sein, diese Kunst zu beherrschen. Es öffnet Türen, schafft Sympathie und erleichtert viele Alltagssituationen. Und genau deshalb lohnt es sich, Smalltalk zu lernen, auch wenn es am Anfang ungewohnt ist. Denn manchmal entstehen aus einem kleinen Gespräch große Chancen oder echte Freundschaften. Aber natürlich stellt sich auch die Frage, wie man Smalltalk in Deutschland konkret üben kann, besonders wenn man nicht in diesem Kulturkreis aufgewachsen ist.
Eine Möglichkeit ist, bewusst Gelegenheiten zu suchen, bei denen Smalltalk üblich ist. Das kann der kurze Plausch mit dem Nachbarn im Treppenhaus sein, ein Gespräch mit Kollegen in der Kaffeeküche oder ein kurzer Austausch an der Bushaltestelle. Anfangs reicht schon ein einfaches Guten Morgen oder ein Kommentar über das Wetter. Zum Beispiel, ganz schön windig heute, oder? Solche kleinen Sätze helfen, Barrieren abzubauen. Ein weiterer Tipp ist, Gespräche nicht zu überplanen. Smalltalk lebt von Spontanität. Manchmal entwickelt sich aus einer kleinen Bemerkung ein echtes Gespräch. Manchmal bleibt es bei einem kurzen Austausch, und das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist auch, kulturelle Unterschiede nicht persönlich zu nehmen. Wenn jemand reserviert oder kühl wirkt, bedeutet das in Deutschland nicht automatisch Ablehnung. Oft braucht es einfach Zeit, bis mehr Vertrauen entsteht. Man kann sich auch gezielt vorbereiten, indem man sich typische Smalltalk-Themen überlegt. Aktuelle Wetterbedingungen, Sportereignisse oder lokale Veranstaltungen sind fast immer geeignete Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel, haben Sie am Wochenende das Fußballspiel gesehen? Oder, ich habe gehört, dass bald ein Straßenfest stattfindet. Dabei sollte man vermeiden, direkt in ernste Themen einzusteigen. Smalltalk ist wie ein leichtes Warm-up vor einem tieferen Gespräch. Eine gute Beobachtungsgabe hilft ebenfalls. Vielleicht trägt jemand eine auffällige Tasche oder liest ein interessantes Buch. Ein kleiner Kommentar dazu kann ein Gespräch eröffnen. Etwa, das Buch habe ich auch gelesen. Wie finden Sie es? Oder schöner Regenschirm. Bei dem Wetter braucht man den wirklich. Auch Humor kann ein Eisbrecher sein. In Deutschland ist Humor zwar oft subtiler als etwa in den USA oder Großbritannien, aber ein kleiner, freundlicher Scherz wird meist geschätzt. Zum Beispiel, wenn der Aufzug sehr langsam ist: Ich glaube, wir könnten genauso gut die Treppe nehmen. Natürlich sollte man vorsichtig sein, um niemanden ungewollt zu verletzen. Freundlicher Humor funktioniert am besten. In Deutschland achten viele Menschen außerdem auf Ehrlichkeit. Übertriebene Komplimente oder künstliche Begeisterung wirken schnell unglaubwürdig. Besser sind echte kleine Beobachtungen. Ein einfaches, schöner Mantel wirkt viel authentischer als „Wow, das ist der beste Mantel, den ich je gesehen habe." Eine weitere Herausforderung beim Smalltalk ist das Beenden des Gesprächs. Auch hier gibt es kulturelle Unterschiede. In Deutschland ist es völlig normal, ein Gespräch freundlich, aber direkt zu beenden. Zum Beispiel: War schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich muss jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. So bleibt die Begegnung positiv in Erinnerung, auch wenn sie nur kurz war. In manchen Kulturen wird ein abruptes Ende als unhöflich empfunden. In Deutschland jedoch zeigt ein klares Ende Respekt für die Zeit des anderen. Auch der Umgang mit Pausen ist in Deutschland etwas anders. Stille Momente während eines Gesprächs werden oft akzeptiert und nicht sofort mit Worten gefüllt. In anderen Ländern, etwa in den USA, fühlen sich Menschen schneller unwohl, wenn eine Pause entsteht. Dort wird eher sofort nach einem neuen Thema gesucht. In Deutschland kann eine kurze Stille sogar ein Zeichen von Nachdenklichkeit oder Respekt sein. Man sollte sich also nicht verunsichern lassen, wenn ein Gesprächspartner kurz schweigt. Interessant ist auch, dass in Deutschland der Ton oft ruhiger und sachlicher ist. Übertriebene Gesten oder sehr lautes Sprechen gelten schnell als aufdringlich. Eine ruhige, freundliche Stimme und eine aufmerksame Haltung werden sehr geschätzt. Natürlich gibt es innerhalb Deutschlands auch regionale Unterschiede. Im Süden, zum Beispiel in Bayern, sind Menschen oft offener und gesprächiger. Im Norden, etwa in Hamburg, ist man tendenziell zurückhaltender. Diese Unterschiede spiegeln sich auch im Stil des Smalltalks wider. In München kann ein Gespräch über das Oktoberfest leicht beginnen. In Hamburg könnte ein Kommentar über das Wetter ein guter Einstieg sein. Man sollte sich also auf regionale Eigenheiten einstellen und sich nicht entmutigen lassen, wenn die Reaktionen unterschiedlich ausfallen. Zusammenfassend kann man sagen, Smalltalk in Deutschland ist subtiler, direkter und weniger überschwänglich als in vielen anderen Ländern. Doch mit etwas Sensibilität, Beobachtungsgabe und Übung wird es leichter, erfolgreich kleine Gespräche zu führen. Und es lohnt sich. Smalltalk öffnet Türen, schafft Vertrauen und kann der Beginn neuer Freundschaften oder beruflicher Kontakte sein. Doch natürlich bleibt die Frage, ob Smalltalk überall auf der Welt ähnlich funktioniert oder ob es je nach Land große Unterschiede gibt. Tatsächlich unterscheidet sich die Art und Weise, wie Menschen Smalltalk führen, stark von Kultur zu Kultur.
Nehmen wir zum Beispiel die USA. In Amerika gehört Smalltalk fast zum Alltag. Menschen plaudern überall, im Supermarkt, beim Arzt, im Aufzug. Typische Themen sind dort das Wetter, Sport, das Wochenende oder einfach ein Kompliment über die Kleidung. I love your shoes oder How's your day going? Der Ton ist oft sehr freundlich, positiv und enthusiastisch. Man zeigt schnell Emotionen und lächelt viel. Dabei geht es nicht unbedingt darum, enge Beziehungen aufzubauen. Smalltalk dient eher dazu, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und Höflichkeit zu zeigen. In Großbritannien dagegen ist Smalltalk auch sehr wichtig, aber auf eine etwas andere Weise. Briten sind bekannt für ihren trockenen Humor und ihre Liebe zu Gesprächen über das Wetter. Ein typischer britischer Smalltalk könnte so klingen: Lovely weather, isn't it? Auch wenn es gerade in Strömen regnet. Wichtig ist dort oft, nicht zu persönlich zu werden. Man bleibt höflich, macht leichte Witze, aber geht selten zu schnell in tiefe Themen. In südeuropäischen Ländern wie Italien oder Spanien läuft Smalltalk oft lebhafter ab. Menschen reden gerne und viel, oft mit lebhaften Gesten. Themen wie Essen, Familie oder lokale Ereignisse sind sehr beliebt. Ein kurzer Smalltalk kann sich dort schnell zu einem längeren Gespräch entwickeln. Man wechselt unkompliziert zwischen Smalltalk und tieferen Gesprächen. Und wie sieht es in Osteuropa aus? In Ländern wie Polen, Russland oder der Ukraine wird Smalltalk anders bewertet. Dort gilt übertriebene Freundlichkeit manchmal als oberflächlich oder sogar unehrlich. Menschen bevorzugen oft direkte, ehrliche Gespräche und verzichten auf belanglose Plaudereien. Das bedeutet nicht, dass Smalltalk dort unmöglich ist, aber er hat eine andere Funktion. Er wird seltener benutzt, um eine Beziehung aufzubauen, sondern eher, wenn es wirklich etwas zu sagen gibt. Man könnte sagen, wo im Westen Smalltalk als höfliche Pflicht gilt, wird er im Osten oft als überflüssig angesehen. In Asien, etwa in Japan oder China, gibt es ebenfalls besondere Regeln für Smalltalk. Höflichkeit und Respekt spielen eine zentrale Rolle. Oft werden Themen wie Familie oder Arbeit gewählt, aber persönliche Fragen werden sehr vorsichtig gestellt. In Japan kann ein Gespräch über das aktuelle Kirschblütenfest oder die Schönheit der Natur ein guter Einstieg sein. Wichtig ist dort auch das Prinzip der Harmonie. Smalltalk soll angenehm und konfliktfrei bleiben. All diese Unterschiede zeigen, Smalltalk ist ein Spiegel der jeweiligen Kultur. Er verrät viel darüber, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie Nähe aufbauen und was sie als höflich oder unangemessen empfinden. Wer sich auf diese kulturellen Eigenheiten einstellt, kann sich besser orientieren und Missverständnisse vermeiden. Doch auch wenn Smalltalk überall unterschiedlich funktioniert, bleibt sein Ziel ähnlich. Er soll Verbindungen schaffen, das Eis brechen und den Umgang miteinander erleichtern. Gerade in einer globalisierten Welt, in der Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammenarbeiten und leben, wird die Fähigkeit, Smalltalk zu machen, immer wichtiger. Aber worüber spricht man eigentlich, wenn man in Deutschland Smalltalk machen möchte? Welche Themen sind beliebt und welche sollte man lieber meiden? In Deutschland gibt es einige klassische Smalltalk-Themen, die allgemein als sicher und angenehm gelten. Eines der beliebtesten Themen ist, wie könnte es anders sein, das Wetter. Ein Gespräch könnte zum Beispiel so beginnen: Heute ist es aber kalt geworden, oder? Oder endlich scheint wieder die Sonne. Das Wetter ist unverfänglich, betrifft alle gleichermaßen und ermöglicht einen leichten Einstieg. Ein weiteres häufiges Thema ist der Verkehr. Viele Deutsche reden gern darüber, wie sie zur Arbeit gekommen sind, ob es Staus gab oder ob die Bahn wieder Verspätung hatte. Auch Smalltalk über den öffentlichen Nahverkehr ist oft möglich, besonders in Städten. Außerdem spricht man gern über Urlaubspläne, Wochenendausflüge oder Hobbys. Ein typischer Satz könnte lauten: Haben Sie etwas Schönes am Wochenende geplant? Oder Ich war am Samstag wandern, es war richtig schön. Man merkt, deutsche Smalltalk-Themen drehen sich oft um Aktivitäten und Beobachtungen, weniger um persönliche Gefühle oder private Details. Vorsicht ist allerdings bei bestimmten Themen geboten. Politik, Religion und Geld sind in Deutschland eher keine geeigneten Themen für einen lockeren Smalltalk. Solche Gespräche können schnell ernst oder sogar unangenehm werden. Auch allzu persönliche Fragen, zum Beispiel über Familienstand, Gehalt oder Gesundheitsprobleme, gelten als unhöflich. Im Vergleich zu manchen anderen Ländern bevorzugen Deutsche im Smalltalk oft eine gewisse Distanz und Zurückhaltung.
Eine Besonderheit in Deutschland ist auch, dass Smalltalk manchmal eher knapp bleibt. Im Gegensatz zu den USA, wo Smalltalk oft über Minuten hinweg betrieben wird, beschränkt sich ein deutsches Gespräch manchmal auf ein, zwei kurze Sätze. Das bedeutet nicht, dass Deutsche unfreundlich sind, sondern einfach, dass es in der Kultur nicht immer üblich ist, lange Plaudereien zu führen. Effizienz und Sachlichkeit sind hochgeschätzte Werte, auch im Gespräch. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land. Auf dem Land sind die Menschen oft offener und gesprächsfreudiger. In großen Städten wie Berlin oder Hamburg kann es dagegen vorkommen, dass man einfach nur höflich nickt, ohne ein Gespräch zu beginnen. Auch die Altersgruppe spielt eine Rolle. Jüngere Menschen sind oft entspannter im Smalltalk und sprechen vielleicht schneller über persönliche Interessen wie Filme, Musik oder Reisen. Ältere Menschen bleiben manchmal traditioneller und bevorzugen klassische Themen wie das Wetter, die Nachbarschaft oder lokale Nachrichten. Interessant ist auch, in beruflichen Situationen unterscheidet sich der Smalltalk ein wenig vom privaten Smalltalk. Vor einem Meeting oder bei einer Konferenz beginnen viele Deutsche gern mit ein bisschen Smalltalk, aber sie kommen relativ schnell zum eigentlichen Thema. Ein kurzer Austausch über das Wetter oder die Anreise reicht oft schon aus, um die Atmosphäre etwas aufzulockern. Insgesamt könnte man sagen, Smalltalk in Deutschland ist möglich. Aber er funktioniert anders als in Kulturen, wo das Plaudern eine größere Rolle spielt. Man braucht manchmal ein bisschen Geduld, um zu verstehen, wann ein Gespräch nur Smalltalk ist und wann es ernst wird. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Menschen sagen, dass Smalltalk in Deutschland schwer ist. Es gibt weniger klare Regeln, weniger offensichtliche Zeichen. Man muss feinfühlig beobachten und sich anpassen. Aber mit ein bisschen Übung und Offenheit gelingt Smalltalk auch hier und öffnet viele Türen. Jetzt bleibt noch eine spannende Frage. Welche Tipps gibt es, um Smalltalk in Deutschland besser zu meistern? Welche Strategien helfen, wenn man sich unsicher fühlt oder wenn Gespräche stocken? Hier sind einige praktische Tipps, um Smalltalk in Deutschland leichter und angenehmer zu gestalten. 1. Freundlich lächeln und offen wirken. Ein freundliches Lächeln signalisiert Interesse und Sympathie. In Deutschland wirkt eine offene Körpersprache einladend, auch wenn Worte manchmal sparsam sind. 2. Auf neutrale Themen setzen. Wie schon erwähnt, sind Themen wie das Wetter, Freizeitaktivitäten oder Essen sehr gut geeignet. Man könnte zum Beispiel sagen, kennen Sie hier ein gutes Café? Oder ich habe gehört, dass es am Wochenende ein Stadtfest gibt. Aktiv zuhören. Deutsche schätzen es, wenn man aufmerksam zuhört. Ein gelegentliches Nicken oder kurze Kommentare wie ach so oder interessant zeigen, dass man engagiert ist, ohne das Gespräch zu dominieren. Keine Angst vor Pausen. In manchen Kulturen gelten Gesprächspausen als unangenehm, aber in Deutschland sind sie oft normal. Eine kurze Pause wird nicht automatisch als peinlich empfunden. Man kann sie einfach aushalten und dann ein neues Thema aufgreifen. 5. Ehrlichkeit schätzen. In Deutschland wird Direktheit oft positiv gesehen. Wenn man keine Antwort auf eine Frage weiß oder sich unsicher fühlt, darf man das ruhig sagen. Zum Beispiel, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oder, da kenne ich mich leider nicht so gut aus. 6. Smalltalk als Brücke nutzen. Smalltalk ist in Deutschland oft ein Mittel, um Vertrauen aufzubauen, bevor tiefere Gespräche beginnen. Manchmal dauert es ein bisschen, aber nach ein paar Begegnungen wird der Kontakt persönlicher. 7. Gemeinsamkeiten finden. Wenn man ein gemeinsames Thema entdeckt, etwa ein Hobby, ein Reiseziel oder ein Lieblingsessen, wird das Gespräch sofort lebendiger. Das zeigt, dass man etwas teilt und macht die Atmosphäre lockerer. 8. Humor vorsichtig einsetzen. Humor funktioniert in jeder Kultur anders. In Deutschland ist trockener, manchmal ironischer Humor beliebt. Witze sollten aber freundlich bleiben und nicht auf Kosten anderer gehen. Zum Schluss könnte man sagen, Smalltalk in Deutschland ist vielleicht nicht immer leicht, aber er ist möglich und er lohnt sich. Es geht nicht darum, perfekte Gespräche zu führen, sondern um kleine Gesten der Freundlichkeit und des Interesses. Mit Geduld, ein bisschen kulturellem Feingefühl und der Bereitschaft, sich auf neue Gesprächsstile einzulassen, kann jeder lernen, auch in Deutschland Smalltalk zu genießen. Manchmal entsteht daraus sogar mehr. Eine Bekanntschaft, eine Freundschaft oder einfach ein schönes Erlebnis im Alltag. Es gibt Tage, an denen die Energie fehlt.
Man wacht müde auf, obwohl man genug geschlafen hat. Die To-Do-Liste ist lang, aber der Antrieb fehlt. Solche Tage kennt fast jeder, egal ob man in Deutschland lebt oder anderswo. Die Frage ist, wie schafft man es trotzdem, ins Handeln zu kommen? Zunächst einmal ist es wichtig, die Ursache zu erkennen. Energie ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Ressource. Wenn man sich erschöpft fühlt, kann das verschiedene Gründe haben. Zu wenig Schlaf, zu viele Aufgaben, emotionale Belastungen oder einfach das Wetter. Ein häufiger erster Schritt ist es, sich nicht sofort selbst zu kritisieren. In vielen Kulturen, auch in Deutschland, gibt es eine Tendenz zur Selbstoptimierung. Man will immer produktiv, fokussiert und stark sein. Aber echte Motivation entsteht nicht aus Druck, sondern aus Verständnis und Klarheit. Ein hilfreicher Gedanke ist, heute ist vielleicht nicht mein bester Tag, aber ich kann trotzdem etwas Kleines tun. Dieser Perspektivwechsel reduziert den inneren Widerstand. Man erwartet nicht mehr, perfekt zu funktionieren, sondern erlaubt sich klein anzufangen. Ein weiterer Ansatz ist die 5-Minuten-Regel. Sie bedeutet, man verpflichtet sich, eine Aufgabe nur 5 Minuten lang zu machen. Oft reicht dieser Ministart aus, um in den Fluss zu kommen. Zum Beispiel, statt zu sagen, ich muss heute 60 Minuten Sport machen, sagt man, ich mache jetzt 5 Minuten Dehnübungen. Das reduziert den Druck und aktiviert den Körper. Auch das Umfeld spielt eine wichtige Rolle. In Deutschland ist es üblich, sich einen strukturierten Tagesablauf zu geben. Ein Plan hilft, Klarheit zu schaffen, besonders wenn die Energie fehlt. Viele Menschen nutzen Checklisten, Kalender oder Planer. Das Gefühl, eine Aufgabe abzuhaken, motiviert und gibt ein kleines Erfolgserlebnis. Wenn die Motivation wirklich niedrig ist, helfen oft Routinen. Routinen sind automatisierte Handlungen, die keine große Entscheidungskraft brauchen. Zum Beispiel morgens direkt nach dem Aufstehen das Bett machen oder nach dem Frühstück einen kurzen Spaziergang. Diese kleinen Gewohnheiten geben Struktur und manchmal auch erste Energie. Ein weiterer Tipp: Bewegung an der frischen Luft. Gerade in Deutschland, wo das Wetter nicht immer sonnig ist, kann ein kurzer Spaziergang Wunder wirken. Die Kombination aus Licht, Sauerstoff und Bewegung stimuliert das Gehirn, besonders in den dunkleren Monaten. Auch Musik kann ein wirksames Mittel sein. Einige Menschen erstellen sich Energie-Playlists, also Listen mit Liedern, die sie motivieren. Ein schneller Rhythmus, vertraute Klänge oder Lieblingssongs können Stimmung und Energie deutlich heben. Natürlich ist auch Ernährung ein wichtiger Faktor. Wenn man sich schlapp fühlt, lohnt es sich, auf den Blutzuckerspiegel zu achten. In Deutschland ist es weit verbreitet, regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Ein leichtes Frühstück mit Haferflocken, Obst oder Joghurt kann bereits einen Unterschied machen. Auch genug Wasser zu trinken, mindestens 1,5 bis 2 Liter täglich, ist essentiell für die Konzentration und körperliche Energie. Ein mentaler Trick, der in vielen Selbstmanagement-Methoden verwendet wird, ist das Visualisieren. Man stellt sich bildlich vor, wie man eine Aufgabe erledigt, wie man sich danach fühlt, wenn es geschafft ist. Diese Methode aktiviert emotionale Zentren im Gehirn und kann helfen, innere Blockaden zu lösen. In Deutschland setzen manche Menschen auf Motivationssprüche oder Affirmationen. An Spiegeln, am Arbeitsplatz oder auf Notizzetteln kleben kurze Sätze wie „Du musst nicht perfekt sein, du musst nur anfangen" oder „Heute ist ein guter Tag für einen kleinen Fortschritt." Diese positiven Impulse erinnern daran, dass es nicht um Leistung geht, sondern um Bewegung, Schritt für Schritt. Manchmal hilft es auch, mit anderen über den eigenen Antriebslosigkeit zu sprechen. In vielen Fällen stellt sich heraus, man ist nicht allein. Der Austausch mit Freundinnen, Kollegen oder Gleichgesinnten kann entlasten und motivieren. In Deutschland ist es üblich, in Gruppen gemeinsame Ziele zu verfolgen, ob beim Sport, beim Lernen oder im Arbeitskontext. Dieses soziale Element kann helfen, dran zu bleiben, auch wenn die eigene Energie gerade fehlt. Ein interessantes Konzept, das in der Arbeitswelt diskutiert wird, ist aktive Erholung. Es bedeutet, nicht einfach nur auf dem Sofa liegen, sondern bewusst Dinge tun, die Energie geben. Zum Beispiel etwas Kreatives machen, ein neues Rezept ausprobieren, ein gutes Buch lesen. Diese Aktivitäten fordern nicht zu viel, geben aber dennoch ein Gefühl von Aktivität, ohne Druck. Viele Menschen berichten auch, dass sie ihren inneren Dialog beobachten. Wenn der innere Kritiker zu laut wird,
also die Stimme, die sagt, du bist faul, du solltest mehr schaffen, dann hilft es, sich bewusst dagegen zu stellen. Ein gedanklicher Wechsel zu mehr Mitgefühl kann sehr viel bewirken. Zum Beispiel, ich bin heute müde. Das ist okay. Ich mache das, was möglich ist. Ein weiterer Ansatz ist, den Fokus auf den nächsten kleinen Schritt zu legen. Nicht das große Ziel, sondern das, was jetzt gerade machbar ist. Wenn der Haushalt gemacht werden muss, fragt man sich, was ist die erste kleinste Handlung? Vielleicht ist es einfach nur, die Spülmaschine auszuräumen oder den Tisch abzuwischen. Oft ergibt sich aus dieser ersten Handlung ein Flow. Und aus dem Flow ergibt sich Motivation. Einige Menschen arbeiten mit sogenannten Energietagebüchern. Dort wird täglich notiert, wann man sich energiegeladen fühlt und wann nicht. Mit der Zeit erkennt man Muster. Vielleicht ist der Vormittag produktiver als der Nachmittag. Oder vielleicht gibt es bestimmte Aktivitäten, die Energie rauben. Diese Beobachtungen helfen, den Alltag besser zu strukturieren und gezielter zu planen. Wenn die Motivation über einen längeren Zeitraum fehlt, ist es wichtig, achtsam zu bleiben. Ein einziger antriebsloser Tag ist normal, aber wenn sich dieser Zustand über Wochen zieht, kann es sein, dass mehr dahinter steckt. Zum Beispiel chronischer Stress, Erschöpfung oder sogar eine depressive Verstimmung. In Deutschland wird zunehmend darüber gesprochen, wie wichtig mentale Gesundheit ist. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil. Doch oft ist der Zustand noch nicht so extrem. Man fühlt sich leer, aber funktioniert irgendwie. Hier hilft es, die eigenen Energiequellen bewusst zu analysieren. Was gibt Energie? Was raubt Energie? Diese Fragen helfen, den eigenen Alltag besser zu gestalten. In vielen Kulturen, auch in Mitteleuropa, gibt es die Vorstellung, dass man immer funktionieren muss. Doch der Körper ist kein Roboter. Phasen mit weniger Antrieb gehören zum Leben. Gerade in Deutschland achten viele Menschen auf Balance zwischen Arbeit und Erholung. Das Konzept Work-Life-Balance ist weit verbreitet. Ein Beispiel: Wer sich nach der Arbeit völlig leer fühlt, kann versuchen, klare Übergänge zu schaffen. Etwa durch eine kleine Abschaltroutine. Ein kurzer Spaziergang, das Handy beiseite legen, bewusst atmen. Diese Rituale helfen, die Gedanken vom Arbeitsmodus zu lösen und in den Erholungsmodus zu wechseln. Langfristig geht es auch darum, realistische Ziele zu setzen. Ein häufiger Fehler ist, sich zu viel auf einmal vorzunehmen. In Deutschland ist das Prinzip Schritt für Schritt sehr geschätzt. Nicht alles auf einmal, sondern kontinuierlich in kleinen Etappen. Das reduziert Druck und schafft Erfolgserlebnisse. Auch die Sprache, die man mit sich selbst spricht, beeinflusst die Motivation. Sätze wie „Ich muss das heute schaffen" klingen wie ein Befehl. Besser ist: Ich probiere heute, das zu erledigen, was mir gut tut. Diese Veränderung klingt klein, hat aber eine große Wirkung. Sie erlaubt mehr Flexibilität und Selbstfürsorge. Was ebenfalls helfen kann, ist eine bewusste Pause. Nicht jede Pause ist erholsam. Wenn man zum Beispiel während der Pause auf dem Handy scrollt, fühlt man sich oft nicht wirklich ausgeruht. In Deutschland nutzen viele Menschen kurze Spaziergänge in der Mittagspause, besonders in Parks oder grünen Stadtteilen. Die Bewegung und die Natur helfen, neue Energie zu tanken. Wenn der Körper erschöpft ist, lohnt es sich, auf Signale zu hören. Schläfrigkeit, Konzentrationsprobleme, Gereiztheit, das alles können Hinweise sein. Statt sich durchzubeißen, ist es oft effektiver, eine Pause zuzulassen. Denn echte Erholung ist nicht verlorene Zeit. Sie ist die Grundlage für neue Energie. Ein weiteres interessantes Konzept ist das Energiemanagement statt Zeitmanagement. Es geht nicht darum, möglichst viel in den Tag zu packen, sondern die eigene Energie dort einzusetzen, wo sie am meisten bewirkt. Zum Beispiel, wenn man morgens mehr Energie hat, sollte man wichtige Aufgaben eher zu dieser Zeit erledigen. Am Nachmittag kann man dann Routinearbeiten machen oder sich ausruhen. In vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland wächst das Interesse an sogenannter achtsamer Produktivität. Das bedeutet, nicht schneller arbeiten, sondern bewusster. Mit mehr Präsenz, mit klaren Grenzen und mit dem Wissen, dass Pausen dazugehören. Dieser Ansatz reduziert langfristig Erschöpfung und stärkt die Motivation auf gesunde Weise. Ein hilfreiches Werkzeug für den Alltag ist das Prinzip der Mikroziele. Statt große, überwältigende Aufgaben zu planen, unterteilt man sie in sehr kleine Schritte. Zum Beispiel: nicht die Wohnung putzen, sondern nur den Tisch abwischen. Nicht eine Stunde trainieren, sondern nur die Sportschuhe anziehen und 5 Minuten gehen.
Diese kleinen Schritte senken die mentale Hürde. Oft folgt nach dem ersten Schritt automatisch der zweite, ohne Zwang. In Deutschland wird diese Methode unter dem Namen 5-Minuten-Regel oder auch als Teil des Kaizen-Prinzips bekannt. Es geht darum, dass kleine Veränderungen große Wirkung haben, wenn man sie regelmäßig wiederholt. Auch Routinen spielen eine große Rolle. In stressigen Zeiten geben feste Abläufe Sicherheit. Viele Menschen in Mitteleuropa gestalten ihren Morgen bewusst ruhig. Ein Tee oder Kaffee, ein kurzer Blick aus dem Fenster, 5 Minuten ohne Handy. Solche kleinen Rituale helfen, den Tag mit mehr Klarheit zu beginnen, selbst wenn die Energie niedrig ist. Ein weiterer Punkt ist die Selbstakzeptanz. Wer ständig gegen den eigenen Zustand ankämpft, verbraucht zusätzlich Energie. In Momenten der Erschöpfung darf man anerkennen, heute ist ein langsamer Tag und das ist okay. Dieser Gedanke reduziert inneren Druck und gibt Raum für echte Erholung. In Ländern wie Deutschland oder den skandinavischen Staaten ist auch das Konzept von Mental Load immer häufiger Thema. Es beschreibt die unsichtbare Last an kleinen Aufgaben und Gedanken, die oft nicht ausgesprochen werden, aber viel Energie kosten. Zum Beispiel an Termine denken, den Haushalt organisieren, Verantwortung tragen. Auch wenn diese Aufgaben nicht sichtbar sind, belasten sie, vor allem langfristig. Um dem entgegenzuwirken, ist Aufschreiben eine gute Methode. Viele Menschen führen sogenannte Brain Dumps, also eine Liste aller Gedanken und Aufgaben. Wenn alles auf Papier steht, fühlt sich der Kopf freier an. Auch das ist eine Art von Energiemanagement. Wenn es um Motivation geht, darf man auch über die Wertigkeit von Aufgaben nachdenken. Nicht alles, was auf der To-Do-Liste steht, ist wirklich wichtig. Eine beliebte Übung ist: Jede Aufgabe auf einer Liste bekommt eine Kategorie. Muss ich das heute tun? Kann ich es delegieren? Ist es überhaupt nötig? Durch dieses Sortieren entsteht oft Klarheit und unnötige Lasten fallen weg. In vielen europäischen Kulturen, besonders auch in Frankreich oder Italien, hat das Genießen des Moments einen hohen Stellenwert. Auch in Deutschland wächst das Interesse an achtsamer Lebensführung. Langsames Essen, bewusste Gespräche, Pausen ohne schlechtes Gewissen. Diese Haltung hilft dabei, Energie nicht nur zu sparen, sondern auch gezielt aufzubauen. In schwierigen Zeiten ist Mitgefühl mit sich selbst besonders wichtig. Statt sich zu kritisieren, weil man nicht funktioniert, kann man sich fragen, was brauche ich gerade wirklich? Ein Glas Wasser, frische Luft, eine Umarmung, eine Pause? Diese einfachen Fragen führen oft zu klaren, kleinen Lösungen, ohne Druck, aber mit Wirkung. Und nicht jeder Tag muss produktiv sein. Gerade in der heutigen Zeit wird Produktivität oft überbewertet. In Deutschland gibt es eine wachsende Bewegung, die sagt, wertvoll ist nicht nur, was man leistet, sondern auch, was man fühlt, denkt, erlebt. Ein Spaziergang kann genauso wertvoll sein wie ein vollendetes Projekt. An besonders schwierigen Tagen, wenn selbst kleinste Aufgaben unmöglich erscheinen, ist es hilfreich, sich auf das absolut Notwendige zu konzentrieren. In vielen europäischen Ländern, besonders in Deutschland, nutzen Menschen dann eine sogenannte Minimalliste. Diese Liste enthält nur 3 Dinge: etwas für den Körper, etwas für den Kopf und etwas für das Herz. Zum Beispiel duschen, Kapitel lesen, eine Freundin anrufen. Das reicht. Alles andere kann warten. Eine weitere Herausforderung ist das Gefühl von Schuld, wenn man nicht aktiv ist. Viele Menschen berichten, dass sie sich faul oder schwach fühlen, wenn sie eine Pause brauchen. Das hat auch kulturelle Gründe. In vielen Gesellschaften, zum Beispiel in den USA oder Deutschland, ist Leistung stark mit persönlichem Wert verbunden. Wer nichts tut, ist nichts, so die innere Stimme. Aber dieses Denken ist gefährlich, denn es nimmt uns die Möglichkeit zur Erholung. In den letzten Jahren wird in Deutschland mehr über das Thema mentale Gesundheit gesprochen. Auch in der Arbeitswelt wird erkannt, Pausen, Erholung und Selbstfürsorge sind keine Schwäche, sondern eine Voraussetzung für langfristige Leistungsfähigkeit. Es entstehen Programme, die Mitarbeitende ermutigen, auf sich selbst zu achten. Auch außerhalb der Arbeit wächst die Offenheit für dieses Thema. Manchmal hilft äußere Motivation mehr als innere. Ein fester Termin mit einer Freundin zum Spazierengehen, ein Sportkurs mit Anmeldung oder eine Verabredung zum Online-Arbeiten, sogenannte Coworking Sessions, können helfen, wieder in Bewegung zu kommen. Wenn man sich verpflichtet hat, fällt der Einstieg leichter.
Besonders im deutschsprachigen Raum funktionieren solche festen Strukturen oft sehr gut. Sie geben Halt und Orientierung. Ein weiterer Ansatz: positive Erinnerungen aktivieren. Dazu nutzen viele Menschen ein sogenanntes Motivationsboard oder eine Galerie mit Fotos, Zitaten, Erfolgen. In Deutschland ist auch das Führen eines Erfolgstagebuchs verbreitet. Jeden Abend notiert man 3 Dinge, die gut gelaufen sind, egal wie klein. Das stärkt das Gefühl, etwas geschafft zu haben, auch an langsamen Tagen. Um langfristig Energie zu bewahren, ist Prävention entscheidend. Regelmäßiger Schlaf, ausgewogene Ernährung, Bewegung und soziale Kontakte, all das ist bekannt, aber oft vernachlässigt. In Deutschland gibt es dafür das Prinzip Work-Life-Balance, ein Versuch, Arbeit und Leben in Einklang zu bringen. Immer mehr Menschen streben danach, nicht nur zu funktionieren, sondern bewusst zu leben. Ein wichtiges Stichwort ist auch Grenzen setzen. Besonders in stressigen Phasen sagen viele zu allem Ja, aus Angst, andere zu enttäuschen. Aber wer immer verfügbar ist, verliert Energie. Deshalb lernen viele in kleinen Schritten Nein zu sagen. Zum Beispiel: Heute passt es leider nicht. Oder ich brauche Zeit für mich. Solche Sätze wirken klein, aber sie schützen die eigene Kraft. Auch die Umgebung spielt eine große Rolle. Ein ruhiger, aufgeräumter Raum kann motivierend wirken. Licht, Farben, Pflanzen, all das beeinflusst unser Wohlbefinden. In skandinavischen Ländern wird oft von Hygge gesprochen, einem Gefühl von Wärme, Ruhe und Geborgenheit. Viele Menschen in Deutschland übernehmen diese Idee, um sich zu Hause eine motivierende Atmosphäre zu schaffen. Trotz aller Strategien gibt es Tage, an denen nichts funktioniert. Kein Plan hilft, keine Liste macht Sinn und jede Bewegung fühlt sich schwer an. In solchen Momenten ist Akzeptanz oft der einzige Weg. Das bedeutet, sich selbst erlauben, schwach zu sein. Nicht kämpfen, nicht verurteilen. Einfach anerkennen, heute ist ein schwerer Tag. In vielen westlichen Kulturen ist das schwierig. Besonders in Deutschland gilt: Wer stark ist, macht weiter. Wer schwach ist, muss sich zusammenreißen. Aber dieses Denken führt oft in einen Teufelskreis. Denn wer sich selbst verurteilt, fühlt sich noch schlechter und hat noch weniger Energie. Ein erster Schritt kann sein, den inneren Dialog zu verändern. Zum Beispiel von „Ich bin faul" zu „Ich brauche gerade Ruhe, das ist okay". Einige Menschen nutzen in solchen Phasen innere Bilder. Zum Beispiel die Vorstellung vom Körper wie einem Akku. Wenn der Akku leer ist, hilft kein Drücken auf den Knopf. Man muss ihn aufladen. Und das braucht Zeit, Geduld und die richtige Energiequelle. Auch Mitgefühl mit sich selbst ist ein wichtiges Werkzeug. In der Psychologie nennt man das Self-Compassion. Es bedeutet, sich selbst zu behandeln wie einen guten Freund. Würde man zu einem Freund sagen: Du bist nutzlos, weil du heute nichts geschafft hast? Wohl kaum. Man würde Verständnis zeigen, Trost spenden, Hilfe anbieten. Warum also so hart mit sich selbst sein? Manchmal hilft es auch, sich an die eigene Menschlichkeit zu erinnern. Jeder Mensch hat Grenzen. Kein Mensch ist immer stark, immer produktiv, immer motiviert. In der deutschen Sprache gibt es das schöne Wort Menschlichkeit. Es erinnert daran, dass Fehler, Schwächen und Krisen zum Leben gehören. Wenn etwas wieder Kraft zurückkommt, sei es nur ein bisschen, ist es hilfreich, nicht sofort in Vollgas zu gehen. Viele machen den Fehler, nach einem Tief sofort alles nachholen zu wollen. Das führt schnell zu Überforderung. Stattdessen kleine Schritte langsam aufbauen, bewusst genießen. Zum Beispiel ein kurzer Spaziergang statt ein Workout, ein einfaches Rezept statt ein großes Essen, ein Kapitel eines Buchs statt ein ganzes Projekt. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Frage: Was motiviert mich wirklich? Nicht von außen, sondern von innen. Viele Menschen jagen Zielen nach, die sie nicht selbst gewählt haben. Karriere, Status, Anerkennung. Doch echte Motivation entsteht oft durch Dinge, die mit den eigenen Werten verbunden sind. Deshalb lohnt sich die Reflexion. Was ist mir wichtig? Was gibt mir ein Gefühl von Sinn? Was bringt mich zum Lächeln, auch wenn ich müde bin? In Deutschland werden solche Fragen oft im Rahmen von Coaching, Therapie oder Retreats gestellt. Aber sie sind auch im Alltag möglich. Zum Beispiel durch Tagebuchschreiben oder Gespräche mit vertrauten Menschen. Ein weiterer Ansatz ist das Konzept der Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, das Gefühl, etwas beeinflussen zu können. Selbst kleine Erfolge, wie das Aufräumen eines Zimmers oder das Beantworten einer E-Mail, können dieses Gefühl stärken. In Studien wurde gezeigt, Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit
bleiben motivierter selbst in schwierigen Zeiten. In Deutschland gibt es dafür den Satz: Der Weg entsteht beim Gehen. Man muss nicht den ganzen Plan kennen. Oft reicht ein kleiner Schritt und dann der nächste. Auch Rituale helfen, wieder Struktur zu finden. Zum Beispiel eine feste Morgenroutine, Fenster öffnen, Tee kochen, Musik hören. Oder ein Abendritual, ein Bad nehmen, das Handy ausschalten, ein Buch lesen. Solche Rituale signalisieren dem Körper: Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt des Tages. Manche Menschen finden auch Kraft im Kreativen. Malen, schreiben, musizieren. Nicht für ein Ziel, sondern als Ausdruck. Nicht um gut zu sein, sondern um da zu sein. In vielen deutschen Städten gibt es kreative Gruppen, offene Ateliers, Schreibwerkstätten, Räume, in denen man sich zeigen kann, ohne bewertet zu werden. Nachhaltige Motivation entsteht oft nicht durch große Ziele, sondern durch kleine Gewohnheiten. In der deutschen Sprache gibt es das Sprichwort: Steter Tropfen höhlt den Stein. Das bedeutet, auch kleine Handlungen haben große Wirkung, wenn sie regelmäßig geschehen. Ein Beispiel ist das Mikroverhalten. Statt sich vorzunehmen, ich räume heute die ganze Wohnung auf, kann man sagen, ich mache heute den Tisch sauber. Das klingt klein, aber es ist ein Anfang. Und ein Anfang ist oft der schwerste Teil. In der Verhaltenspsychologie wird dieses Prinzip oft genutzt, um Motivation zu steigern. Denn jede erledigte Kleinigkeit gibt dem Gehirn ein kleines Erfolgserlebnis. Und das wiederum gibt Energie. Auch das Thema Rückschläge spielt eine große Rolle. Es ist ganz normal, dass es nicht immer aufwärts geht. Motivation ist kein konstanter Zustand, sie schwankt. Wichtig ist der Umgang damit. In Deutschland spricht man oft von Fehlerkultur, also dem offenen Umgang mit Fehlern. In manchen Bereichen ist das gut entwickelt, in anderen noch nicht. Aber die Idee dahinter ist: Fehler dürfen sein. Sie sind Teil des Lernens. Und sie sagen nichts über den Wert eines Menschen aus. Wer sich nach einem Rückschlag nicht selbst beschimpft, sondern Verständnis zeigt, bleibt eher motiviert. Zum Beispiel durch Gedanken wie: Das war schwer, aber ich habe mein Bestes gegeben. Oder: Heute war es nichts, aber morgen ist ein neuer Tag. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das soziale Umfeld. Motivation ist nicht nur eine innere Angelegenheit. Sie wird auch stark durch Menschen beeinflusst. In Deutschland ist es nicht immer üblich, über persönliche Tiefpunkte zu sprechen. Aber gerade dann ist es wichtig, jemanden zu haben, der zuhört. Manchmal reicht schon ein kurzer Austausch, um sich weniger allein zu fühlen. In größeren Städten gibt es Gruppen, Foren oder Veranstaltungen, bei denen sich Menschen gegenseitig motivieren, ganz ohne Druck. Langfristige Energiequellen sind oft sehr individuell. Für manche ist es die Natur, ein Spaziergang im Wald, der Duft von frischer Erde, das Rascheln der Blätter. In Deutschland gibt es das Konzept des Waldbadens, also bewusstes, achtsames Verweilen im Wald. Für andere ist es Musik, ein Lied, das Erinnerungen weckt oder Emotionen ausdrückt. Oder Bewegung, nicht als Sport, sondern als Ausdruck, tanzen, gehen, strecken. Ein interessanter Gedanke stammt aus der japanischen Kultur: Ikigai, das, wofür es sich zu leben lohnt. Es ist die Verbindung zwischen dem, was man liebt, was man gut kann, was gebraucht wird und wofür man bezahlt werden kann. Auch wenn dieser Begriff aus einer anderen Kultur stammt, finden immer mehr Menschen in Deutschland Inspiration darin. Denn die Frage nach Sinn und Motivation ist universell. Zum Schluss ist es wichtig zu sagen: Energie ist nicht immer da, Motivation auch nicht. Aber das macht uns nicht weniger wertvoll. Wir sind Menschen, keine Maschinen. Und manchmal ist der mutigste Schritt einfach, zu sagen: Ich brauche eine Pause. Und sie sich auch zu gönnen. Denn genau in dieser Pause kann oft neue Kraft entstehen. Nicht durch Druck, sondern durch Raum. Und manchmal ist dieser Raum ganz still. Aber in dieser Stille liegt der Anfang von etwas Neuem. Warum ist es so schwer, neue Freunde in Deutschland zu finden? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Deutsch zum Mitnehmen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen beschäftigt, besonders wenn sie neu in Deutschland sind. Es geht um Freundschaften. Genauer gesagt, warum ist es oft so schwer, in Deutschland neue Freunde zu finden? Vielleicht kennst du das Gefühl, du bist umgezogen, vielleicht aus einem anderen Land, vielleicht sogar aus einem anderen Kontinent und plötzlich bist du da. Allein, in einem neuen Umfeld, mit einer neuen Sprache, neuen Regeln, einer neuen Kultur. Alles ist fremd und du wünschst dir einfach jemanden, mit dem du reden kannst. Jemanden, mit dem du lachen kannst.
Einfach. Einen Freund oder eine Freundin. Doch in Deutschland, so sagen viele Menschen, ist das gar nicht so einfach. Woran liegt das? Zuerst einmal, die Deutschen gelten oft als kalt oder distanziert. Aber das stimmt nicht ganz. Es ist eher so, viele Deutsche brauchen Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Sie wollen sicher sein, dass eine Beziehung, egal ob romantisch oder freundschaftlich, ehrlich ist. Sie mögen keine Smalltalk-Freundschaften, wie man sie vielleicht in anderen Ländern findet. Sie wollen echte Verbindungen, echte Gespräche. Das braucht Zeit. Ein weiteres Problem ist, dass viele Deutsche schon einen festen Freundeskreis haben. Und das oft seit Schulzeiten. Viele Leute in Deutschland haben Freunde, die sie seit Jahren kennen. Und sie fühlen oft keinen Bedarf, neue Freundschaften zu schließen. Das bedeutet aber nicht, dass sie unfreundlich sind. Es bedeutet nur, dass sie sich in ihrem sozialen Leben sicher fühlen. Neue Menschen brauchen oft einen besonderen Anlass, um dazuzukommen. Ein gutes Beispiel sind Hobbys. In Deutschland sind Vereine sehr beliebt. Es gibt Sportvereine, Musikgruppen, Leseclubs, sogar Strickgruppen. Wenn du also Leute kennenlernen willst, ist das ein super Anfang. Geh regelmäßig hin, zeig Interesse und mit der Zeit wirst du merken, dass du ins Gespräch kommst. Die erste Unterhaltung kann kurz sein, vielleicht nur über das Wetter oder den letzten Kurs, aber nach und nach kann daraus eine Freundschaft entstehen. Auch am Arbeitsplatz ist es möglich, neue Kontakte zu knüpfen, aber auch hier gilt, es braucht Geduld. In vielen Firmen gibt es eine klare Trennung zwischen privat und beruflich. Das heißt, man ist freundlich, man arbeitet zusammen, aber man redet nicht gleich über sein Privatleben. Doch nach einer Weile, beim gemeinsamen Kaffee oder bei einem Teamausflug, öffnen sich viele Kolleginnen und Kollegen. Ein weiterer Punkt ist die Sprache. Vielleicht fühlst du dich noch unsicher auf Deutsch. Du machst Fehler, brauchst manchmal länger, um einen Satz zu sagen. Und das ist völlig okay. Aber oft denken wir, ach, die anderen wollen sicher nicht mit mir reden, ich spreche ja nicht perfekt. Doch das ist ein Irrtum. Viele Deutsche finden es sogar beeindruckend, wenn jemand ihre Sprache lernt. Und wenn sie merken, dass du dich bemühst, dann helfen sie gerne. Also keine Angst vor Fehlern. Nur durch Sprechen lernst du wirklich. Ich erinnere mich an eine Freundin aus der Ukraine. Sie hat mir erzählt, dass sie fast ein Jahr gebraucht hat, bis sie sich in Deutschland sozial angekommen gefühlt hat. Sie war oft traurig, weil sie dachte, dass niemand Interesse an ihr hat. Aber dann hat sie angefangen, regelmäßig zu einem Sprachcafé zu gehen. Und dort hat sie Leute kennengelernt. Aus vielen Ländern, aber auch Deutsche. Und mit einer Frau aus diesem Café ist sie heute noch befreundet. Sie sagt, man muss einfach dranbleiben. Es ist schwer, aber nicht unmöglich. Also, was kannst du tun, wenn du in Deutschland neue Freunde finden willst? 1. Sei aktiv. Warte nicht darauf, dass jemand auf dich zukommt. Geh auf Veranstaltungen, Kurse, Stammtische. 2. Habe Geduld. Es braucht Zeit, echte Beziehungen aufzubauen. 3. Sei ehrlich. Deutsche schätzen Authentizität. Sprich, auch wenn du Fehler machst. Kommunikation ist wichtiger als Grammatik. 5. Zeige Interesse. Frag nach, hör zu, sei offen für Neues. Freundschaft ist wie eine Pflanze. Man muss sie gießen, pflegen, ihr Zeit geben zu wachsen. Und manchmal blüht sie schneller, als man denkt. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne schreiben, wie war es für dich, Freunde in Deutschland zu finden? Was war schwierig? Was hat dir geholfen? Bitte vergiss nicht, dieses Video mit einem Gefällt mir zu markieren, einen Kommentar zu schreiben und den Kanal zu abonnieren. Hier findest du viele nützliche Inhalte, um dein Deutsch zu verbessern und regelmäßig zu üben. Jede Reaktion hilft, diesen Lernpodcast weiterzuführen und noch mehr hochwertige Inhalte zu erstellen. Smalltalk ist in Deutschland ein Teil des sozialen Lebens, besonders in alltäglichen Situationen wie im Aufzug, beim Warten auf den Bus oder in der Kaffeeküche im Büro. Obwohl viele Menschen glauben, dass Deutsche eher distanziert sind, findet Smalltalk auch hier statt, nur eben auf eine etwas andere Weise als in manchen anderen Ländern. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Fehler man beim Smalltalk in Deutschland besser vermeidet. Ein häufiger Fehler ist, zu schnell über persönliche Themen zu sprechen. In manchen Kulturen ist es üblich, schon beim ersten Gespräch nach Familie, Gehalt oder Beziehungsstatus zu fragen. In Deutschland wirkt das oft zu direkt oder sogar unhöflich. Solche Fragen kommen erst viel später, wenn man sich besser kennt.
Smalltalk sollte hier eher neutral bleiben. Über das Wetter, die Arbeit, Reisen oder aktuelle nicht zu kontroverse Themen. Ein weiteres Missverständnis besteht darin, sich beim Smalltalk ständig zu rechtfertigen oder alles erklären zu wollen. Manche Lernende fühlen sich unsicher, wenn sie noch nicht perfekt Deutsch sprechen und fangen an, sich dafür zu entschuldigen. Das ist nicht nötig. Ein einfacher, freundlicher Satz reicht oft aus. Viel wichtiger ist es, Interesse am Gesprächspartner zu zeigen und aufmerksam zuzuhören. Auch Humor kann im Smalltalk schnell zum Problem werden, wenn man die kulturellen Unterschiede nicht kennt. Ironie und Sarkasmus werden in Deutschland oft anders verstanden als in anderen Ländern. Besonders bei neuen Bekanntschaften oder in formellen Situationen sollte man damit vorsichtig sein. Was witzig gemeint ist, kann schnell falsch interpretiert werden. Stattdessen funktioniert ein ehrliches Lächeln oder ein netter Kommentar über eine gemeinsame Situation viel besser. Ein weiterer Punkt: In Deutschland sind zu viele Komplimente beim ersten Gespräch eher ungewöhnlich. Wenn man zum Beispiel gleich mehrfach sagt, wie schön jemand aussieht oder wie gut ihm oder ihr etwas steht, kann das übertrieben wirken. Ein einziges, ehrlich gemeintes Kompliment ist genug, zum Beispiel über die Wahl des Outfits oder ein Accessoire. Zu viele positive Bemerkungen wirken manchmal aufgesetzt oder unnatürlich. Viele vergessen auch, dass Smalltalk keine Diskussion ist. Wenn jemand eine Meinung äußert, zum Beispiel über das Wetter oder den Verkehr, muss man nicht sofort widersprechen oder argumentieren. Smalltalk ist keine Debatte. Ziel ist es, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, nicht Recht zu haben. Zustimmung oder ein neutrales Ja, das stimmt, reichen völlig aus, um das Gespräch positiv zu halten. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, zu viel zu reden und dem anderen kaum Raum zu lassen. Besonders wenn man nervös ist oder die Sprache noch nicht perfekt beherrscht, spricht man manchmal einfach weiter, um Pausen zu vermeiden. Aber Stille ist in Deutschland nicht unbedingt unangenehm. Kurze Pausen gelten als normal und manchmal sogar als Zeichen von Höflichkeit oder Nachdenklichkeit. Deshalb ist es wichtig, nicht jedes Schweigen sofort mit neuen Worten zu füllen, sondern dem anderen Zeit zu lassen, auch etwas zu sagen. Ebenso sollte man beim Smalltalk nicht zu negativ sein. Natürlich kann man sagen, dass es draußen kalt ist oder dass man lange warten musste. Aber eine durchgehend negative Stimmung oder ständiges Beschweren wirkt schnell abschreckend. Besser ist es, wenn man nach einer negativen Bemerkung etwas Positives hinzufügt. Zum Beispiel: Es regnet zwar, aber die Luft ist danach immer so frisch. Ein weiterer Punkt betrifft die Körpersprache. In Deutschland achtet man sehr auf den sogenannten persönlichen Abstand. Zu nahes Stehen oder häufiges Berühren können unangenehm wirken, besonders beim ersten Gespräch. Ein leichtes Lächeln, ein offener Blick und eine entspannte Körperhaltung sind völlig ausreichend. Dabei sollte man auch auf die Mimik des Gegenübers achten. Wenn jemand sich zurückzieht oder unruhig wirkt, ist es besser, etwas Abstand zu halten. Beim Thema Begrüßung im Smalltalk machen viele ebenfalls Fehler. In Deutschland ist ein einfaches Hallo oder Guten Tag üblich. Manchmal reicht auch ein kurzes Nicken oder ein Lächeln. Es ist nicht notwendig, sich überschwänglich vorzustellen oder sofort die Hand zu geben, besonders in lockeren Alltagssituationen. Wenn es jedoch eine formellere Umgebung ist, zum Beispiel bei einem Geschäftstreffen, wird der Händedruck oft erwartet. Dabei sollte er kurz, aber fest sein und ein Blick in die Augen gehört dazu. Ein kleiner, aber wichtiger Fehler passiert oft bei der Verabschiedung. Viele denken, dass man einfach Tschüss sagen kann, und das stimmt auch in vielen Fällen. Aber es ist höflicher, sich für das Gespräch zu bedanken oder noch einen kleinen Wunsch zu äußern, zum Beispiel Schönen Tag noch oder Bis bald. Das wirkt freundlicher und zeigt, dass man das Gespräch geschätzt hat. Auch beim Thema Namen gibt es oft Unsicherheiten. In Deutschland dauert es meist eine Weile, bis man vom Sie zum Du wechselt. Gerade beim Smalltalk mit neuen Menschen sollte man lieber beim Sie bleiben, es sei denn, das Du wird ausdrücklich angeboten. Viele empfinden es als respektvoll, wenn man die formelle Anrede benutzt, besonders bei älteren oder in beruflichen Kontexten. Wer zu schnell zum Du übergeht, riskiert unhöflich oder zu forsch zu wirken. Ein interessanter Aspekt ist auch die Rolle des Zuhörens. In vielen Kulturen wird erwartet, dass man beim Smalltalk besonders aktiv ist, viel spricht und Energie zeigt.
In Deutschland wird ruhiges, aufmerksames Zuhören oft höher geschätzt als lautes Reden. Ein guter Smalltalk-Partner ist nicht derjenige, der am meisten redet, sondern der echtes Interesse zeigt, kurze, passende Rückfragen stellt und eine angenehme Gesprächsatmosphäre schafft. Ein klassischer Fehler ist auch, Themen anzusprechen, die als zu privat oder zu kontrovers gelten. Politik, Religion, Geld oder sehr persönliche Erlebnisse sind im Smalltalk tabu, zumindest zu Beginn. Auch Witze über nationale Unterschiede oder kulturelle Eigenheiten können sehr schnell als unhöflich wahrgenommen werden. Lieber spricht man über neutrale Dinge wie Hobbys, Lieblingsessen oder die letzte Reise. Diese Themen schaffen gemeinsame Bezugspunkte, ohne dass man Gefahr läuft, jemanden zu verletzen oder zu überfordern. Ein weiteres Detail betrifft die Art und Weise, wie man Fragen stellt. Geschlossene Fragen, also solche, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann, beenden Gespräche oft schnell. Offene Fragen dagegen laden dazu ein, mehr zu erzählen. Zum Beispiel statt „War dein Wochenende gut?" lieber „Was hast du am Wochenende gemacht?" So entsteht leichter ein echter Austausch und man gibt dem Gesprächspartner die Möglichkeit, mehr über sich zu erzählen. Das zeigt Interesse und erleichtert es beiden Seiten, ein Thema zu finden, das sie verbindet. Besonders im beruflichen Umfeld oder unter Nachbarn kann so aus einem kurzen Smalltalk eine angenehme Bekanntschaft entstehen. Ein weiterer Fehler, den man vermeiden sollte, ist das Erzählen von Geschichten, die zu lang oder zu detailliert sind. Wenn man zum Beispiel eine Situation aus dem Urlaub beschreibt und dabei in jede Kleinigkeit geht, welches Hotel, welches Zimmer, welches Frühstück, kann das schnell langweilig oder anstrengend wirken. Smalltalk lebt von Leichtigkeit. Kurze Anekdoten, kleine Beobachtungen oder ein einzelner interessanter Fakt reichen oft aus, um das Gespräch am Laufen zu halten. Je einfacher und direkter man sich ausdrückt, desto besser. Dabei ist auch die Sprache selbst entscheidend. Viele machen den Fehler, zu komplizierte Wörter oder lange Sätze zu benutzen, um besonders höflich oder gebildet zu klingen. Doch in einem lockeren Gespräch ist das oft nicht nötig. Ganz im Gegenteil. Klare, einfache Sätze helfen, Missverständnisse zu vermeiden und das Gespräch natürlicher zu gestalten. Man muss nicht perfekt sprechen. Authentizität zählt mehr als Grammatik. Auch das Thema Pünktlichkeit spielt eine Rolle, wenn es um Smalltalk in Deutschland geht. Wenn man sich verabredet hat, zum Beispiel zum Kaffee oder einem kurzen Treffen in der Mittagspause, wird erwartet, dass man zur vereinbarten Zeit da ist. Zu spät zu kommen, ohne Bescheid zu sagen, gilt als unhöflich. Selbst beim Smalltalk ist Verlässlichkeit wichtig. Sie zeigt Respekt gegenüber der Zeit des anderen. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, der Tonfall. Viele merken nicht, dass ihre Stimme zu laut oder zu forsch klingt, vor allem, wenn sie sich unsicher fühlen oder aus einer Sprache kommen, in der ein anderer Sprechstil üblich ist. In Deutschland wird ein ruhiger, ausgeglichener Ton als angenehm empfunden. Wer zu laut oder zu schnell spricht, kann schnell als hektisch oder dominant wahrgenommen werden. Deshalb lohnt es sich, bewusst ruhig und freundlich zu sprechen, auch wenn man nervös ist. Nicht zuletzt sollte man beim Smalltalk vermeiden, das Gespräch zu früh zu beenden oder umgekehrt, es zu lange hinauszuzögern. Wenn man merkt, dass der andere in Eile ist oder sich verabschieden will, sollte man das respektieren. Ein eleganter Abschluss ist zum Beispiel: Ich muss jetzt leider los, aber es war schön, mit dir zu sprechen. Gleichzeitig sollte man auch selbst darauf achten, das Gespräch nicht unnötig zu verlängern, wenn die Themen erschöpft sind. Smalltalk lebt davon, dass er locker und kurz bleibt. Er ist kein tiefes Gespräch, sondern eher eine Art soziales Aufwärmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Smalltalk in Deutschland bestimmte unausgesprochene Regeln hat, die man respektieren sollte. Es geht darum, freundlich, offen und respektvoll zu sein, ohne zu viel Nähe zu suchen oder zu forsch zu wirken. Man muss keine perfekten Themen wählen oder besonders clever sein. Wichtig ist, dass man echtes Interesse zeigt und sich an die Stimmung des Gegenübers anpasst. Besonders im Alltag, beim Einkaufen, im Fitnessstudio, an der Bushaltestelle oder im Wartezimmer, kann ein kurzer, freundlicher Satz schon reichen, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Zum Beispiel: Ganz schön voll heute, oder? Oder: Die Sonne tut heute richtig gut. Solche Sätze laden ein zu einem kleinen Gespräch, ohne aufdringlich zu wirken.
Sie zeigen, dass man offen ist und wer weiß, vielleicht entsteht daraus sogar mehr als nur ein kurzer Austausch. In bestimmten Situationen wie am Arbeitsplatz ist Smalltalk sogar sehr wichtig. Er schafft Verbindung zwischen Kolleginnen und Kollegen, besonders in der Pause oder vor einem Meeting. Wer hier zu schweigsam bleibt, wirkt schnell unnahbar. Gleichzeitig sollte man auch hier auf die richtige Balance achten. Nicht zu persönlich, nicht zu aufdringlich, aber auch nicht zu distanziert. Ein Satz wie war dein Wochenende? Oder hast du schon Pläne für den Feierabend? Ist eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Besonders hilfreich ist es, auf Gemeinsamkeiten zu achten. Wenn man merkt, dass beide zum Beispiel gern wandern, Filme schauen oder einen ähnlichen Arbeitsweg haben, kann man das aufgreifen. Du fährst auch mit dem Rad zur Arbeit? Ich finde, das ist morgens die beste Art, wach zu werden. Solche Sätze wirken natürlich und machen das Gespräch persönlicher, ohne zu tief zu gehen. Gleichzeitig sollte man lernen, nonverbale Signale richtig zu deuten. Wenn jemand nur kurz antwortet, sich abwendet oder auf die Uhr schaut, ist das oft ein Zeichen dafür, dass er oder sie gerade keine Zeit oder kein Interesse an einem Gespräch hat. In dem Fall sollte man nicht weiterreden, sondern sich freundlich verabschieden, so bleibt der Eindruck trotzdem positiv. Respekt für den Raum und die Stimmung des anderen ist beim Smalltalk entscheidend. Ein kleiner Trick, um Smalltalk zu üben, ist, sich vorher ein paar neutrale Fragen oder Bemerkungen zu überlegen. Zum Beispiel über das Wetter, den Ort, an dem man sich befindet oder die Situation. Ein einfaches „Sind Sie auch wegen der Ausstellung hier?" oder „Ich finde, die Musik heute ist besonders schön" reicht oft schon aus. Mit der Zeit wird es immer leichter, solche Gespräche spontan zu führen. Manchmal helfen auch sogenannte Spiegelfragen. Wenn jemand etwas erzählt, kann man mit einer ähnlichen Frage antworten. Du warst also am Wochenende im Park? Ich liebe Parks. Welcher ist dein Lieblingspark? So zeigt man Interesse, ohne den anderen zu unterbrechen oder das Thema zu wechseln. Es entsteht ein natürlicher Fluss im Gespräch. Und genau dieser natürliche Fluss ist es, was einen gelungenen Smalltalk ausmacht. Man sollte nicht das Gefühl vermitteln, ein Verhör zu führen oder ein festes Ziel mit dem Gespräch zu verfolgen. Smalltalk ist kein Interview. Es geht nicht darum, alle Informationen zu sammeln, sondern darum, eine entspannte Verbindung aufzubauen. Wer zu viele Fragen hintereinander stellt, ohne selbst was Persönliches preiszugeben, wirkt schnell neugierig oder sogar kontrollierend. Besser ist es, die Balance zu halten. Eine Frage stellen, dann etwas Eigenes beitragen, dann wieder zuhören. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, zu sehr bei sich selbst zu bleiben. Manche Menschen reden im Smalltalk hauptsächlich über sich, über ihre Arbeit, ihre Familie, ihre Meinung. Das kann schnell egozentrisch wirken. Natürlich darf man über sich sprechen, aber wichtig ist, dass man dem anderen ebenfalls Raum gibt. Wenn man merkt, dass man selbst schon länger spricht, kann man bewusst eine Gegenfrage stellen. Und wie ist das bei dir? Oder kennst du das auch? Solche kleinen Wendungen öffnen das Gespräch und machen es angenehmer für beide Seiten. In Deutschland schätzt man generell klare, ehrliche Kommunikation. Aber beim Smalltalk ist Diplomatie gefragt. Wenn man anderer Meinung ist, muss man das nicht sofort sagen. Zum Beispiel, wenn jemand von einem Film schwärmt, den man selbst langweilig fand, kann man trotzdem freundlich bleiben. Interessant. Ich hatte eine andere Erwartung, aber viele finden den ja wirklich gut. So zeigt man Respekt für die Meinung des anderen, ohne sich zu verstellen. Es geht beim Smalltalk nicht darum, Recht zu haben, sondern um ein angenehmes Gespräch. Auch beim Thema Humor ist Vorsicht geboten. Was in einem Land als witzig gilt, kann in Deutschland schnell als unpassend oder unhöflich empfunden werden, besonders bei neuen Bekanntschaften. Ironie, Sarkasmus oder schwarzer Humor kommen nicht bei jedem gut an. Deshalb sollte man, besonders zu Beginn, eher auf neutrale oder leichte Witze setzen, die niemanden verletzen oder verwirren. Ein kleines Lächeln oder ein gut platzierter Kommentar zur Situation reicht oft völlig aus. Ein weiterer Punkt, der beim Smalltalk oft unterschätzt wird, ist die Körpersprache. In Deutschland achtet man sehr auf Blickkontakt, aber nicht zu intensiv. Ein freundlicher, offener Blick signalisiert Interesse. Wer dauernd auf den Boden schaut oder in die Ferne blickt, wirkt unsicher oder desinteressiert. Ebenso wichtig ist eine entspannte Haltung. Verschränkte Arme oder abgewandter Körper können unbewusst Ablehnung ausdrücken. Wer leicht nach vorn geneigt steht
Offen lächelt und mit den Händen ruhig gestikuliert, wirkt einladend und sympathisch. Besonders im beruflichen Kontext kann Smalltalk eine wichtige Rolle für die Arbeitsatmosphäre spielen. Viele unterschätzen, wie viel Einfluss ein kurzer Austausch am Morgen oder beim Kaffee auf das Betriebsklima haben kann. Ein einfaches Guten Morgen, alles gut bei dir, kann dazu beitragen, eine freundliche Stimmung im Team zu schaffen. Wer Smalltalk bewusst einsetzt, zeigt soziale Kompetenz, eine Fähigkeit, die in Deutschland im Berufsleben sehr geschätzt wird. Aber auch außerhalb der Arbeit, zum Beispiel im Treppenhaus, beim Spaziergang mit dem Hund oder an der Supermarktkasse, ist Smalltalk eine Möglichkeit, kleine soziale Brücken zu bauen. Besonders im städtischen Umfeld, wo Menschen oft anonym nebeneinander leben, ist jeder freundliche Satz ein Zeichen von Respekt und Offenheit. Und auch wenn nicht jedes Gespräch in eine Freundschaft mündet, ein positiver Eindruck bleibt. Dabei ist es ganz normal, dass nicht jedes Gespräch perfekt läuft. Manchmal findet man kein gemeinsames Thema, manchmal ist das Gegenüber verschlossen oder hat einfach keine Lust zu reden. Das ist kein persönlicher Angriff, sondern gehört zur Realität. Wichtig ist, dass man sich davon nicht entmutigen lässt. Smalltalk ist Übungssache. Je öfter man es versucht, desto natürlicher wird es. Eine gute Methode, um Smalltalk besser zu verstehen und zu üben, ist das bewusste Beobachten. Wie sprechen andere in Deutschland miteinander? Welche Themen wählen sie? Wie klingt ihre Stimme? Wie reagieren sie auf bestimmte Fragen? In der Bahn, im Café oder auf der Straße kann man viele Situationen beobachten und daraus lernen. Man merkt schnell, welche Sätze gut funktionieren und welche nicht. Auch das Thema Kleidung kann Teil eines Smalltalks sein. Besonders in einem Land wie Deutschland, wo Mode nicht immer im Vordergrund steht, aber doch bestimmte Signale sendet. Ein Kommentar wie „Schöne Jacke, ist die neu?" oder „Die Farbe steht dir gut" kann ein Gespräch leicht eröffnen. Gleichzeitig sollte man dabei ehrlich und zurückhaltend bleiben. Zu persönliche Bemerkungen über das Aussehen wirken schnell unangenehm. Besonders beim ersten Kontakt ist es besser, auf neutrale Themen zu setzen. Wetter, Umgebung, eine aktuelle Veranstaltung, ein gemeinsames Erlebnis. Sobald das Gespräch läuft, kann man sich langsam zu persönlicheren Themen bewegen, aber immer mit Feingefühl. In Deutschland dauert es oft etwas länger, bis Menschen sich wirklich öffnen. Smalltalk ist deshalb oft der erste Schritt auf diesem Weg. Eine schöne Gelegenheit für Smalltalk bieten auch kulturelle Ereignisse wie Stadtfeste, Märkte oder Ausstellungen. Hier ist die Stimmung oft locker und viele Menschen sind offen für Gespräche. Ein Satz wie „Kommen Sie jedes Jahr hierher?" oder „Haben Sie einen Tipp, was man sich hier unbedingt anschauen sollte?" kann ein gutes Gespräch eröffnen. In solchen Momenten spielt auch die Atmosphäre eine Rolle. Wer entspannt und gut gelaunt ist, wird eher auf offene Ohren stoßen. Aber auch hier gilt, nicht zu viel erwarten. Nicht jedes Gespräch wird tief oder besonders interessant. Manchmal ist es einfach nur ein kurzer Austausch, ein freundliches Lächeln, ein paar Worte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Denn Smalltalk ist keine Verpflichtung, sondern eine Einladung. Eine Einladung, kurz die Distanz zwischen zwei Menschen zu überbrücken. Wer das versteht, wird mit mehr Leichtigkeit sprechen und oft auch mit mehr Erfolg. Und selbst wenn der Smalltalk nur aus wenigen Sätzen besteht, kann er viel bewirken. Ein freundliches Wort am Morgen kann den ganzen Tag verschönern. Ein kurzer Austausch im Aufzug kann das Gefühl von Gemeinschaft stärken. In einer Welt, in der viele Kontakte digital ablaufen und echtes Zuhören seltener wird, bekommt der persönliche Smalltalk eine neue Bedeutung. Er ist ein kleiner, aber wichtiger Teil sozialer Intelligenz. Ein häufiger Fehler, der sich leicht vermeiden lässt, ist es, Smalltalk als etwas Oberflächliches abzutun. In Deutschland wird oft erwartet, dass Gespräche einen Zweck haben. Etwas Konkretes klären, ein Problem lösen. Deshalb fühlen sich viele beim Smalltalk zunächst unsicher. Was bringt mir dieses Gespräch? Aber der Nutzen ist nicht immer direkt messbar. Smalltalk schafft Vertrauen, öffnet Türen, macht zukünftige Gespräche einfacher. Es ist wie ein warmer Händedruck in Worte gefasst. Natürlich gibt es Situationen, in denen man selbst keine Lust auf Smalltalk hat. Auch das ist okay. In Deutschland wird Individualität respektiert. Wenn man deutlich, aber höflich zeigt, dass man gerade nicht sprechen möchte, zum Beispiel mit einem knappen, aber freundlichen „Ich bin gerade in Eile, schönen Tag noch", wird das meist verstanden und akzeptiert.
Wichtig ist nur, dabei respektvoll zu bleiben. Ein weiterer Aspekt, den man nicht vergessen sollte, die Sprache selbst. Wer Deutsch nicht als Muttersprache spricht, macht vielleicht Fehler oder sucht nach Worten. Das ist völlig normal. Die meisten Menschen in Deutschland wissen das und reagieren geduldig, solange man freundlich und offen bleibt. Und gerade im Smalltalk kann man wunderbar die Sprache üben. Vokabeln, Redewendungen, Betonungen. Es ist ein Spielfeld für die Sprache, ohne Druck und ohne Prüfung. Ein besonders schöner Moment ist es, wenn man merkt, dass ein Gespräch plötzlich ganz natürlich weiterfließt. Dass man nicht mehr bewusst nach Themen suchen muss. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich wohlfühlt. Und es zeigt, dass Smalltalk funktioniert. Man hat eine Verbindung geschaffen. Vielleicht nur für ein paar Minuten, vielleicht für länger. Das ist der wahre Wert dieser kleinen Gespräche. Wer Smalltalk meistert, versteht nicht nur die Sprache besser, sondern auch die Kultur. Man lernt, wie Menschen denken, was sie schätzen, worüber sie lachen. Und man lernt, wie man sich in einer Gesellschaft sicher und respektvoll bewegt. Das macht den Alltag in Deutschland einfacher, ob beim Einkaufen, im Büro oder im Sportverein. Zum Schluss möchte ich dich ermutigen, übe Smalltalk so oft du kannst. Im Café, im Park, in der Warteschlange. Sag Hallo, stell eine kleine Frage, hör zu, lächle. Du wirst überrascht sein, wie viele Türen sich öffnen können. Nicht nur sprachlich, sondern auch menschlich. Jeder Versuch ist ein Schritt nach vorn. Jeder Fehler ist eine Gelegenheit zu lernen. Und jeder kurze Dialog ist ein Beweis dafür, dass Sprache verbindet. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über dein Feedback. Schreib gerne in die Kommentare, ob dir das Thema geholfen hat und ob du schon ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit noch mehr Menschen diesen Inhalt entdecken können. Gemeinsam können wir das Deutschlernen leichter und interessanter machen. Alleine sein oder zusammen sein. Was bedeutet es eigentlich, allein zu sein? Und warum suchen wir manchmal doch die Nähe von anderen Menschen? Setz dich bequem hin, mach dir vielleicht einen Tee oder Kaffee und lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Alleine zu sein bedeutet nicht automatisch, einsam zu sein. Viele Menschen genießen es, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Man hat die Freiheit, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, seinen eigenen Rhythmus zu finden und sich selbst besser kennenzulernen. Vielleicht kennst du das Gefühl. Manchmal, wenn man allein ist, kann man richtig aufatmen. Keine Verpflichtungen, kein Stress, einfach nur sein. Ich persönlich finde, dass es etwas sehr Wertvolles ist, mit sich selbst im Reinen zu sein. Wenn man allein glücklich sein kann, bedeutet das, dass man nicht von anderen abhängig ist. Man lernt, sich selbst Gesellschaft zu leisten, sich selbst zu beschäftigen, sich selbst zu beruhigen. Das ist eine große Stärke, die einem im Leben sehr helfen kann. Natürlich gibt es auch Tage, an denen das Alleinsein schwerfällt. An manchen Tagen wünscht man sich jemanden, mit dem man reden kann, jemanden, der einfach da ist. Gerade in schwierigen Momenten fühlt sich das Alleinsein manchmal wie eine große Last an. Dann spürt man vielleicht Einsamkeit. Und Einsamkeit ist etwas anderes, als einfach nur allein zu sein. Aber wo liegt der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit? Alleinsein ist ein Zustand. Ich bin gerade allein im Zimmer. Einsamkeit ist ein Gefühl. Ich fühle mich innerlich leer und isoliert. Man kann sich sogar in einer großen Gruppe von Menschen einsam fühlen, wenn man keine echte Verbindung spürt. Viele Menschen glauben, dass sie unbedingt andere brauchen, um glücklich zu sein. Sie denken, ohne Partner, ohne Freunde, ohne Familie kann ich kein erfülltes Leben haben. Aber ist das wirklich so? Oder liegt das Glück vielleicht doch zuerst in uns selbst? Vielleicht geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden, Zeiten, in denen wir allein sind und Zeiten, in denen wir Gemeinschaft erleben. Es ist auch interessant, dass Alleinsein in verschiedenen Kulturen unterschiedlich bewertet wird. In manchen Kulturen wird es als etwas Positives gesehen, als Zeichen von Reife und Unabhängigkeit. In anderen Kulturen dagegen wird es eher negativ bewertet, als etwas, das man vermeiden sollte. Vielleicht hängt unsere Einstellung dazu also auch davon ab, wie wir aufgewachsen sind. Es gibt Menschen, die schon früh lernen, allein klarzukommen. Zum Beispiel Einzelkinder, die viel Zeit ohne Geschwister verbringen. Oder Menschen, die früh von zu Hause ausziehen und sich allein eine neue Existenz aufbauen. Für sie ist Alleinsein oft etwas ganz Natürliches, nichts Bedrohliches.
Andere wiederum erleben Alleinsein als etwas, das Angst macht. Vielleicht, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel Trennung, Verlust oder Enttäuschung. Was kann helfen, das Alleinsein positiver zu erleben? Ein wichtiger Schritt ist, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Nicht als Strafe, sondern als Geschenk. Man kann sich kleine Rituale schaffen. Spazieren gehen, ein Buch lesen, Musik hören, kreativ sein. Man kann diese Momente nutzen, um sich selbst Fragen zu stellen. Was brauche ich wirklich? Was tut mir gut? Wer bin ich, wenn niemand zuschaut? Ein anderer wichtiger Aspekt ist Selbstfürsorge. Wenn man gut für sich selbst sorgt, fühlt man sich weniger verloren. Das heißt zum Beispiel regelmäßig essen, gut schlafen, sich bewegen, sich schöne Erlebnisse gönnen. Es bedeutet auch, freundlich mit sich selbst zu sprechen und sich nicht ständig zu kritisieren. Alleinsein kann sogar richtig Spaß machen. Man kann neue Hobbys entdecken, neue Fähigkeiten lernen, die eigenen Träume verfolgen. Ohne Ablenkung durch andere Menschen hat man die Freiheit, sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Man kann sich fragen, was wollte ich schon immer einmal ausprobieren? Was habe ich vielleicht nur noch nie gewagt? Aber natürlich bleibt auch die Frage, wann ist es Zeit, wieder die Nähe von anderen zu suchen? Manchmal merken wir, dass uns Gespräche, Austausch und Nähe fehlen. Dann ist es wichtig, aktiv zu werden. Nicht zu warten, dass andere den ersten Schritt machen, sondern selbst offen auf Menschen zuzugehen. Es gibt viele Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen. Man kann Kurse besuchen, Sport treiben, sich ehrenamtlich engagieren oder einfach mal jemanden im Café ansprechen. Natürlich braucht das Mut und nicht immer klappt es sofort. Aber jede Begegnung ist eine Chance. Und manchmal reicht schon ein kleines Gespräch, um sich weniger allein zu fühlen. Manchmal haben wir auch hohe Erwartungen an neue Begegnungen. Wir hoffen sofort auf tiefe Freundschaften oder perfekte Übereinstimmung. Aber echte Beziehungen brauchen Zeit. Es beginnt oft mit kleinen Momenten, einem Lächeln, einem geteilten Interesse, einer kurzen Unterhaltung. Wichtig ist, offen zu bleiben, auch wenn es nicht sofort Klick macht. Manche der besten Freundschaften entstehen langsam. Eine andere Herausforderung kann sein, dass wir Angst vor Ablehnung haben. Was, wenn der andere kein Interesse hat? Was, wenn ich nicht gut genug bin? Solche Gedanken sind normal, aber sie dürfen uns nicht aufhalten. Ablehnung gehört zum Leben dazu, genau wie Akzeptanz. Wenn wir den Mut haben, wir selbst zu sein, ziehen wir auch die richtigen Menschen an. Manchmal hilft es auch, einfach zu geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Ein freundliches Wort, eine kleine Hilfe, ein aufmerksames Zuhören, all das kann Brücken bauen. Menschen spüren, wenn jemand ehrlich interessiert ist. Und oft entsteht daraus etwas Schönes. Natürlich ist es auch völlig in Ordnung, allein zu bleiben, wenn man das möchte. Nicht jeder Mensch braucht viele soziale Kontakte, um glücklich zu sein. Manche fühlen sich mit wenigen engen Freunden oder sogar mit sich selbst völlig erfüllt. Es geht nicht darum, einem Ideal zu folgen, sondern herauszufinden, was einem selbst gut tut. Wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Sehne ich mich nach Gesellschaft oder genieße ich meine Ruhe? Brauche ich heute Gespräche oder lieber Stille? Je besser wir unsere eigenen Bedürfnisse verstehen, desto leichter können wir sie erfüllen. Und manchmal ist es auch einfach eine Phase. Man hat Zeiten im Leben, in denen man mehr alleine ist und andere Zeiten, in denen man von Menschen umgeben ist. Beides ist Teil des Lebens und beides kann wertvoll sein. Eine interessante Frage ist, wie verändert sich unser Bedürfnis nach Nähe und Alleinsein im Laufe des Lebens? Als Kinder suchen wir oft automatisch Anschluss. In der Schule, im Sportverein oder in der Nachbarschaft finden sich schnell Freunde. Alles wirkt spielerischer und unkomplizierter. Als Erwachsene wird es oft schwieriger. Die Wege sind weniger selbstverständlich. Man hat Verpflichtungen, Arbeit, Familie und manchmal auch Ängste oder schlechte Erfahrungen, die es schwerer machen, neue Kontakte zu knüpfen. Deshalb braucht es als Erwachsener mehr bewusste Entscheidungen. Wo möchte ich neue Menschen kennenlernen? Wie viel Zeit und Energie will ich dafür aufbringen? Auch die Qualität der Beziehungen verändert sich. Früher war es oft genug, gemeinsame Hobbys zu teilen. Heute wünschen wir uns oft tiefere Verbindungen, echte Gespräche, Verständnis, Unterstützung. Das macht die Suche manchmal anstrengender, aber auch wertvoller. In unserer modernen Welt gibt es außerdem viele Möglichkeiten, um Menschen zu treffen. Über Hobbys, Kurse, Reisen, Online-Plattformen. Man kann Gleichgesinnte finden, sogar weltweit.
Aber echte Nähe entsteht nicht durch einen Klick. Sie entsteht durch echte Begegnungen, durch geteilte Erlebnisse und Zeit. Deshalb ist Geduld so wichtig. Nicht jede Bekanntschaft wird eine Freundschaft. Manche Menschen bleiben nur kurz in unserem Leben, andere begleiten uns viele Jahre. Und manchmal überrascht uns das Leben genau dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Wenn wir lernen, offen zu bleiben, ohne Erwartungen zu hoch zu setzen, wird das Kennenlernen einfacher. Dann wird jedes Gespräch zu einer kleinen Entdeckung und jede neue Begegnung zu einer Möglichkeit, etwas zu lernen, über andere und über uns selbst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, manchmal liegt die wahre Stärke nicht nur im Zusammensein, sondern auch im Alleinsein. Alleinsein bedeutet nicht automatisch Einsamkeit. Es kann bedeuten, dass wir uns selbst gut kennen, dass wir uns mit unseren Gedanken wohlfühlen, dass wir uns nicht ständig ablenken müssen, dass wir uns selbst Gesellschaft leisten können. Viele Menschen entdecken genau in ruhigen Momenten neue Seiten an sich. Vielleicht entwickeln sie neue Hobbys, vielleicht schreiben sie, malen sie, machen Musik. Vielleicht reisen sie alleine und entdecken neue Orte und neue Perspektiven. Natürlich braucht es Mut, Zeit mit sich selbst zu verbringen. In einer Gesellschaft, die oft sehr laut ist, in der Erfolg und soziale Aktivität stark bewertet werden, fühlt sich Alleinsein manchmal wie ein Makel an. Aber es ist keiner. Es ist ein Geschenk. Denn wer mit sich selbst Frieden schließen kann, wird auch bessere Beziehungen mit anderen führen. Er oder sie wird Beziehungen wählen, die wirklich gut tun, nicht aus Angst vor dem Alleinsein. Deshalb ist es wichtig, beides zu schätzen. Das Geschenk echter Gemeinschaft und das Geschenk der eigenen Gesellschaft. Zusammensein und Alleinsein sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten eines erfüllten Lebens. Wenn wir diese Balance finden, dann leben wir bewusster. Dann treffen wir Menschen, weil wir es wollen, nicht weil wir es müssen. Und dann können wir die Zeit mit anderen wirklich genießen und auch die Zeit mit uns selbst. Am Ende bleibt eine schöne Erkenntnis. Wir sind soziale Wesen, aber wir sind auch eigenständige Wesen. Und beides darf gleichzeitig wahr sein. Wenn wir über das Thema Alleinsein oder Zusammensein sprechen, denken viele Menschen sofort an Beziehungen, romantische Beziehungen, Freundschaften, Familie. Aber es gibt noch viele andere Bereiche im Leben, in denen diese Frage wichtig wird. Zum Beispiel im Berufsleben oder beim Reisen oder einfach an einem freien Wochenende. Im Berufsleben sehen wir oft, Teams werden als ideal dargestellt. Teamwork ist ein großes Wort. Man spricht von Teamplayern, von gemeinsam Ziele erreichen, von Networking, das alles ist wichtig. Aber manche Menschen arbeiten besser allein. Sie brauchen Ruhe, sie brauchen Unabhängigkeit, sie haben kreative Ideen, wenn sie sich konzentrieren können. Und das ist genauso wertvoll. Nicht jeder muss in einem großen Team aufblühen. Manche Menschen sind in kleinen Teams oder sogar allein produktiver. Das Wichtige ist, die eigene Arbeitsweise zu kennen und anzuerkennen. Dasselbe gilt für das Reisen. Manche Menschen lieben Gruppenreisen. Sie mögen es, neue Leute kennenzulernen, Erfahrungen zu teilen, gemeinsam zu lachen, zu staunen. Andere lieben es, allein zu reisen. Sie bestimmen ihr Tempo, folgen nur ihren eigenen Interessen. Sie können spontaner sein, länger an einem Ort bleiben oder schneller weiterreisen. Beides hat seinen Reiz. Allein zu reisen bedeutet auch, manchmal wird es einsam. Aber diese Einsamkeit kann kraftvoll sein. Man lernt, mit eigenen Gefühlen umzugehen. Man wird unabhängiger. Und oft lernt man trotzdem neue Leute kennen. Vielleicht sogar leichter, weil man offener wirkt, wenn man allein ist. An einem freien Wochenende stellt sich dieselbe Frage. Will ich viele Leute treffen? Oder genieße ich es, allein spazieren zu gehen, zu lesen, Musik zu hören, zu kochen? Viele Menschen haben das Gefühl, sie müssten immer Pläne haben. Was machst du am Wochenende? Diese Frage kann Stress auslösen. Aber es ist völlig in Ordnung, nichts Großes vorhaben zu wollen. Es ist schön, sich selbst genug zu sein. Dabei hilft es, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Brauche ich gerade Gesellschaft? Möchte ich reden, lachen, etwas teilen? Oder brauche ich Ruhe, Zeit zum Nachdenken, Zeit nur für mich? Wichtig ist Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Nicht das tun, was andere erwarten, sondern das, was uns selbst gut tut. Es gibt Phasen im Leben, in denen wir mehr Gemeinschaft suchen. Und es gibt Phasen, in denen wir mehr Rückzug brauchen. Das ist ganz normal. Das Leben verändert sich. Und wir verändern uns mit ihm. Viele Menschen berichten, dass sie in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Bedürfnisse hatten.
In jungen Jahren vielleicht viele Freunde, Partys, Aktivitäten, später vielleicht mehr Ruhe, tiefere Gespräche, weniger, aber intensivere Kontakte. Auch die Art der Kontakte ändert sich. In manchen Phasen brauchen wir viele Bekannte. In anderen Phasen suchen wir tiefe Freundschaften. Beides ist gut. Beides darf sein. Vielleicht kennen auch Sie solche Veränderungen. Vielleicht erinnern Sie sich an Zeiten, in denen Sie sehr sozial waren und andere Zeiten, in denen Sie mehr für sich waren. Beides gehört zum Leben dazu. Es ist auch wichtig, die Angst vor dem Alleinsein abzubauen. Viele Menschen haben Angst, allein zu sein, weil sie glauben, dann mit schwierigen Gefühlen konfrontiert zu werden. Mit Langeweile, mit Unsicherheit, mit Einsamkeit. Aber wenn wir lernen, allein zu sein, lernen wir auch, diese Gefühle zu verstehen. Wir merken, Langeweile ist nicht schlimm. Sie kann kreativ machen. Unsicherheit geht vorbei. Und Einsamkeit ist manchmal nur ein kurzer Moment, der vergeht. Je öfter wir uns erlauben, allein zu sein, desto weniger beängstigend wird es. Und desto freier fühlen wir uns. Alleinsein kann ein Geschenk sein. Es gibt uns die Möglichkeit, uns selbst besser kennenzulernen. Unsere Träume, unsere Werte, unsere Wünsche. Natürlich bedeutet das nicht, dass Gemeinschaft unwichtig ist. Ganz im Gegenteil. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen Kontakte, Beziehungen, Austausch. Wir wachsen an Begegnungen, wir lernen voneinander. Wir teilen Freude, Trauer, Erfolge und Herausforderungen. Aber eine gesunde Beziehung zu anderen beginnt mit einer gesunden Beziehung zu sich selbst. Wenn wir gelernt haben, allein zu sein, dann wählen wir unsere Kontakte bewusster. Dann suchen wir nicht aus Angst nach Gesellschaft, sondern aus Freude. Wir suchen Menschen, die uns gut tun. Menschen, mit denen wir wachsen können, lachen können, leben können. Manchmal fühlt sich das Alleinsein nicht freiwillig an. Vielleicht sind Freunde weggezogen. Vielleicht haben sich Lebenssituationen verändert. Vielleicht fühlt man sich isoliert. In solchen Momenten ist es wichtig, aktiv zu bleiben, nicht in der Einsamkeit zu verharren, sondern kleine Schritte zu gehen, neue Hobbys auszuprobieren, neue Gruppen zu besuchen. Vielleicht ein Sprachkurs, ein Sportkurs, eine kreative Werkstatt. Es geht nicht darum, sofort enge Freundschaften zu schließen. Es geht darum, Gelegenheiten zu schaffen, Menschen zu begegnen. Und manchmal dauert es Zeit. Echte Verbindungen brauchen Geduld. Aber jede Begegnung, jedes Lächeln, jedes Gespräch kann ein Anfang sein. Manchmal hilft es auch, sich zu fragen, was macht mir Freude? Was interessiert mich? Wenn wir unseren Interessen folgen, treffen wir oft automatisch Menschen, die ähnliche Interessen haben. Und oft sind diese Kontakte dann besonders schön, weil sie auf einer gemeinsamen Basis entstehen. Ehrlich, natürlich, ohne Zwang. Natürlich gibt es auch Phasen, in denen wir viel allein sind. Und das ist auch in Ordnung. Es ist wichtig, Geduld mit sich selbst zu haben und sich daran zu erinnern, Alleinsein ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Teil des Lebens, ein Teil des Weges. In manchen Kulturen wird das Alleinsein sogar besonders geschätzt, zum Beispiel im japanischen Konzept Ma, das die Leere als wertvollen Raum sieht, ein Raum, in dem Neues entstehen kann, in dem Kreativität wächst, in dem wir wieder bei uns selbst ankommen können. Vielleicht können wir diese Sichtweise übernehmen, nicht immer das Alleinsein als Mangel sehen, sondern als Raum, als Möglichkeit. Natürlich, Zusammensein ist auch schön. Gemeinsames Lachen, gemeinsames Erleben, gemeinsames Erinnern, Freundschaften, Partnerschaften, Familienbande, sie geben uns Halt, Freude, Sinn. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Man kann Gemeinschaft genießen und trotzdem gern allein sein. Man kann Zeit mit Menschen verbringen und trotzdem seine eigenen Räume bewahren. Manchmal hilft ein kleiner Perspektivwechsel. Anstatt zu denken, ich bin allein, weil niemand da ist, können wir denken, ich bin allein und kann tun, was ich möchte. Freiheit spüren, eigenes Tempo finden, eigene Bedürfnisse entdecken. Und aus dieser Freiheit heraus entstehen oft die besten Begegnungen. Echte Begegnungen. Weil wir nichts müssen, sondern dürfen. Gerade in der heutigen Zeit, in der vieles schnell, laut und hektisch ist, kann das Alleinsein eine Quelle der Kraft sein. Ein Moment der Stille inmitten des Lärms. Ein Moment, um durchzuatmen, um sich selbst wiederzufinden. Viele Menschen berichten, dass sie nach einer Zeit der bewussten Alleinzeit anders auf andere Menschen zugehen konnten. Offener, entspannter, echter. Weil sie nicht aus einem Mangel heraussuchten, sondern aus einer inneren Fülle. Ein interessanter Aspekt ist auch, wie sich das Alleinsein im Laufe des Lebens verändert.
Als Kinder suchen wir fast immer Gesellschaft. Spielen, lachen, entdecken. Das macht zusammen mehr Spaß. In der Jugend geht es oft darum, Gruppen zu finden, dazuzugehören, sich auszuprobieren. Im Erwachsenenalter beginnt man dann oft, die Qualität von Beziehungen mehr zu schätzen. Man merkt, dass nicht die Menge der Freunde zählt, sondern die Tiefe der Verbindung. Man wählt bewusster aus. Mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? Wer tut mir gut? Und auch die Bedeutung des Alleinseins verändert sich. Es wird nicht mehr als Strafe gesehen, sondern als notwendiger Raum für Erholung, für Reflexion, für Kreativität. Gerade in stressigen Phasen, im Beruf, im Studium, im Alltag, merken viele Menschen, wie wichtig kurze Momente des Alleinseins sind. 5 Minuten auf dem Balkon stehen, ein Spaziergang alleine im Park, ein Abend mit einem guten Buch. Diese kleinen Inseln geben Kraft. Sie helfen, sich selbst nicht zu verlieren. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich in Gesellschaft wohler fühlen, die Energie daraus ziehen, von anderen umgeben zu sein. Das ist völlig in Ordnung. Jeder Mensch ist anders. Wichtig ist nur, sich selbst gut zu kennen. Zu wissen, wann brauche ich Nähe, wann brauche ich Abstand und zu akzeptieren, dass beides wichtig ist, dass man nichts beweisen muss, dass man weder ständig unter Leuten sein muss, um normal zu sein, noch allein, um unabhängig zu wirken. Es geht darum, seinen eigenen Rhythmus zu finden, seine eigene Balance. Manchmal hilft es, Tage bewusst zu planen. Heute nehme ich mir Zeit für mich. Morgen treffe ich mich mit Freunden. Heute lese ich ein Buch. Morgen gehe ich ins Kino. So entsteht ein natürlicher Wechsel zwischen Alleinsein und Zusammensein. Ohne Druck, ohne Schuldgefühle. Auch in Partnerschaften ist das Thema wichtig. Nur weil man jemanden liebt, bedeutet das nicht, dass man jede Minute miteinander verbringen muss. Gesunde Beziehungen bestehen oft aus Nähe und Freiheit zugleich. Zeit zusammen und Zeit für sich selbst. Wenn jeder seine eigene Welt bewahrt, dann bleibt auch die gemeinsame Welt lebendig. Man hat sich etwas zu erzählen. Man entwickelt sich weiter. Man wächst gemeinsam, aber auch individuell. Viele Konflikte entstehen, wenn Menschen glauben, dass der andere sie füllen muss, dass sie nur durch den anderen vollständig sind. Aber echte Nähe entsteht, wenn zwei ganze Menschen sich begegnen, nicht zwei Hälften, die sich verzweifelt suchen. Alleinsein kann also auch eine Form der Vorbereitung auf gute Beziehungen sein. Wenn ich gelernt habe, mit mir selbst zufrieden zu sein, dann kann ich auch mit anderen zufriedener sein. Ich erwarte nicht, dass sie meine Leere füllen. Ich lade sie ein, mein Leben zu bereichern. Das ist ein großer Unterschied. Und dieser Unterschied spürt man in der Art, wie man miteinander umgeht. Weniger Forderung, mehr Geschenk, weniger Bedürftigkeit, mehr Freude. Natürlich ist das ein Weg. Niemand ist perfekt darin. Manchmal fühlen wir uns einsam. Manchmal klammern wir uns an andere. Das ist menschlich. Wichtig ist, sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Nicht zu streng zu sein. Sich kleine Schritte zu erlauben. Vielleicht ein kleiner Spaziergang allein. Vielleicht ein Abend, an dem man bewusst sagt, heute bin ich mit mir selbst verabredet. Und dann beobachten. Wie fühlt sich das an? Was tut mir gut? Was entdecke ich über mich? Jede Erfahrung ist wertvoll. Jede Begegnung mit anderen und mit sich selbst bringt uns ein Stück weiter. Manchmal vergessen wir im Alltag, wie wertvoll kleine Begegnungen sein können. Ein kurzer Blickkontakt im Supermarkt, ein freundliches Lächeln auf der Straße, ein kurzes Gespräch mit der Nachbarin. Solche kleinen Momente verbinden uns. Auch wenn wir uns oft allein fühlen, leben wir doch in einer Welt voller Menschen. Und manchmal genügt schon eine kleine Geste, um sich weniger einsam zu fühlen. Aber auch das bewusste Alleinsein kann eine Quelle der Kraft sein. Wenn wir uns selbst zuhören, unsere Gedanken fließen lassen, unsere Gefühle ernst nehmen, entsteht etwas Wunderschönes, echte innere Ruhe. Viele Menschen erleben genau in diesen ruhigen Momenten ihre kreativsten Ideen. Beim Spazierengehen alleine entstehen plötzlich Lösungen für Probleme. Beim Zeichnen, Schreiben oder einfach beim Nichtstun kommen Gedanken, die im Alltagstrubel keinen Platz hatten. Es lohnt sich, regelmäßig Zeiten für diese Stille einzuplanen. Manche nennen es Me-Time, andere nennen es Meditation. Egal, welchen Namen wir geben, es geht darum, uns selbst Raum zu geben. Und je besser wir diesen inneren Raum kennen, desto sicherer fühlen wir uns auch in Gesellschaft. Wir bringen mehr Gelassenheit in unsere Beziehungen. Wir sind weniger abhängig von Bestätigung von außen. Denn wer sich selbst kennt, braucht weniger Masken. Wer sich selbst mag, muss sich nicht verstellen.
Das macht Begegnungen echter und einfacher. Natürlich bedeutet Alleinsein nicht immer automatisch Zufriedenheit. Es gibt auch schwierige Phasen. Momente, in denen das Alleinsein schmerzhaft wird, in denen sich Leere breit macht, in denen man sich isoliert fühlt. Gerade in einer neuen Stadt, nach einer Trennung oder in besonderen Lebenssituationen erleben viele Menschen diese schmerzliche Form der Einsamkeit. Das ist normal und es ist wichtig, sich in solchen Momenten Hilfe zu holen. Freunde anrufen, Familie kontaktieren oder, wenn nötig, auch professionelle Unterstützung suchen. Niemand muss alles allein schaffen. Stark sein bedeutet nicht, nie Hilfe zu brauchen. Stark sein bedeutet zu wissen, wann man Unterstützung annehmen sollte. Und gleichzeitig dürfen wir lernen, dass Alleinsein nicht automatisch Einsamkeit ist. Es ist eine Kunst, sich selbst eine gute Gesellschaft zu sein. Vielleicht hilft es, kleine Rituale zu entwickeln, morgens in Ruhe einen Kaffee trinken, abends eine Kerze anzünden und in ein Tagebuch schreiben. Einmal pro Woche einen Abend nur für sich selbst reservieren. Solche Rituale geben Struktur. Sie machen das Alleinsein zu etwas Schönem, etwas Selbstverständlichem. Und oft verändert sich dadurch auch der Blick auf das Zusammensein mit anderen. Man begegnet Menschen offener. Man ist nicht mehr getrieben von dem Bedürfnis, Leere zu füllen. Man teilt, was man selbst an Fülle gefunden hat. Das macht Beziehungen tiefer und entspannter. Natürlich sind wir soziale Wesen. Auch wenn wir das Alleinsein genießen können, bleibt der Wunsch nach Verbindung bestehen. Menschen brauchen andere Menschen. Zum Austausch, zum Lachen, zum Teilen von Erfahrungen. Gute Beziehungen sind wie ein Netz, das uns trägt. Sie geben Halt in schweren Zeiten und machen schöne Zeiten noch heller. Aber auch hier gilt, Qualität ist wichtiger als Quantität. Es geht nicht darum, viele Kontakte zu haben. Es geht darum, echte Verbindungen zu schaffen. Freundschaften, in denen man sich ehrlich zeigen darf. Beziehungen, in denen man nicht perfekt sein muss. Momente, in denen echtes Verstehen stattfindet. Und manchmal beginnt dieses Verstehen im Kleinen. In einem aufmerksamen Zuhören, in einer Umarmung ohne viele Worte, in dem ehrlichen Satz, ich verstehe dich. Manchmal finden wir solche Begegnungen an unerwarteten Orten, bei einem neuen Hobby, in einem Sprachkurs, auf einer Reise oder einfach im Alltag, wenn wir offen bleiben für neue Menschen. Wichtig ist, authentisch zu bleiben, nicht etwas vorzuspielen, nur um dazuzugehören, denn echte Verbindung entsteht nur, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind. Das braucht Mut. Mut zur Verletzlichkeit, Mut, Nein zu sagen, wenn etwas nicht gut tut, Mut, Ja zu sagen, wenn eine echte Chance auf Verbindung da ist. Und es braucht Geduld. Beziehungen wachsen langsam. Vertrauen baut sich mit der Zeit auf. Es ist wie beim Pflanzen. Man muss gießen, pflegen und manchmal einfach abwarten. Während dieser Zeit dürfen wir uns selbst nicht vergessen. Unser eigenes Leben bleibt wichtig. Eigene Interessen, eigene Träume, eigene Wege. Denn die besten Beziehungen entstehen zwischen zwei ganzen Menschen, nicht zwischen zwei Hälften, die etwas vermissen. Am Ende geht es um Balance. Eine Balance zwischen dem Alleinsein und dem Zusammensein. Eine Balance zwischen Selbstfürsorge und Offenheit für andere. Jeder Mensch findet seine eigene Balance. Manche brauchen mehr Zeit für sich, andere blühen erst in Gesellschaft richtig auf. Und das ist völlig in Ordnung. Es gibt keinen perfekten Weg, nur den eigenen. Manchmal verschieben sich die Bedürfnisse auch im Laufe des Lebens. Was heute gut passt, kann morgen anders sein. Und das Schöne daran ist, wir dürfen uns immer wieder neu entdecken, in Momenten der Stille, in Gesprächen voller Tiefe, im Alleinsein, im Zusammensein. So wird das Leben reich, voll von Farben, Tönen und Geschichten. Geschichten von Begegnung mit uns selbst und mit anderen. Und vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis. Wir sind nie ganz allein. Nicht wirklich. In uns selbst tragen wir immer eine Verbindung. Zu unseren Erinnerungen, zu unseren Träumen. Zu den Menschen, die uns geprägt haben und zu den Menschen, die noch kommen werden. Alleinsein und Zusammensein, beides gehört zu uns. Beides macht uns menschlich. Beides macht unser Leben vollständig. Wenn man traurig ist, fühlt sich alles schwerer an. Man hat weniger Energie, weniger Motivation und manchmal möchte man einfach nur allein sein. Traurigkeit ist ein Gefühl, das jeder Mensch kennt und es ist ganz normal, sich manchmal so zu fühlen. Doch was kann man tun, wenn man traurig ist? Welche kleinen Schritte helfen, sich besser zu fühlen? In Deutschland ist es nicht sehr üblich, offen über Traurigkeit zu sprechen. Viele Menschen behalten ihre Gefühle für sich, besonders im Alltag oder auf der Arbeit. Es ist oft schwer, jemandem zu sagen,
Ich bin heute nicht gut drauf. Trotzdem gibt es Wege, mit der eigenen Traurigkeit umzugehen, auch wenn man nicht sofort mit anderen darüber sprechen möchte. Ein erster Schritt ist es, sich selbst Zeit zu geben. Es ist okay, traurig zu sein. Man muss sich nicht sofort besser fühlen. In vielen Kulturen, auch in Deutschland, wird oft erwartet, dass man immer funktioniert. Doch Gefühle lassen sich nicht einfach abschalten. Wer sich erlaubt, traurig zu sein, kann den eigenen Zustand besser verstehen. Viele Menschen in Deutschland gehen spazieren, wenn sie traurig sind. Ein Spaziergang im Park oder im Wald hilft, den Kopf frei zu bekommen. Die frische Luft, das Licht, das Grün der Bäume, all das wirkt beruhigend. Manche hören dabei Musik oder einen Podcast, andere wollen lieber die Stille genießen. Wichtig ist, dass man sich bewegt, denn Bewegung hilft, Stress abzubauen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Alltag. Wenn man traurig ist, fällt es schwer, alltägliche Dinge zu erledigen. Aber genau diese kleinen Aufgaben, wie Aufräumen, Kochen oder Einkaufen, geben Struktur. In Deutschland legen viele Menschen Wert auf eine gewisse Ordnung im Alltag. Diese Struktur kann Halt geben, besonders in schwierigen Zeiten. Auch Rituale können helfen. Manche Menschen machen sich morgens eine Tasse Tee, andere zünden eine Kerze an oder schreiben Tagebuch. Solche Rituale schaffen Momente der Ruhe. Besonders das Schreiben kann sehr nützlich sein. Es hilft, Gedanken zu ordnen und Gefühle auszudrücken. In vielen deutschen Haushalten gibt es kleine Notizbücher oder Journale, in denen man Gedanken und Erlebnisse festhalten kann. Wenn man traurig ist, zieht man sich oft zurück. Das ist verständlich. Aber soziale Kontakte sind wichtig. Man muss nicht sofort über alles reden. Schon ein kurzes Gespräch mit einer Freundin oder einem Kollegen kann helfen. In Deutschland ist Smalltalk nicht so verbreitet wie in anderen Ländern. Trotzdem gibt es oft Situationen, in denen ein einfaches „Wie geht's?" mehr bedeutet, als man denkt. Manche Menschen holen sich Hilfe. In Deutschland gibt es viele Beratungsstellen und psychologische Angebote, auch anonym und kostenlos. Besonders in größeren Städten findet man schnell Unterstützung. Das ist wichtig, denn professionelle Hilfe kann den Unterschied machen, wenn man sich über längere Zeit schlecht fühlt. Ein weiterer Weg, mit Traurigkeit umzugehen, ist Kreativität. Viele Menschen in Deutschland malen, schreiben, machen Musik oder arbeiten im Garten. Solche Aktivitäten lenken ab und geben ein Gefühl von Sinn. Es geht nicht darum, etwas Perfektes zu schaffen. Der Prozess selbst ist wertvoll. Natürlich ist auch das Thema Ernährung nicht zu unterschätzen. Wenn man traurig ist, vergisst man oft zu essen oder hat keinen Appetit. Doch regelmäßige Mahlzeiten geben Energie. In Deutschland achten viele Menschen auf eine ausgewogene Ernährung. Auch wenn es nur ein kleines Frühstück oder eine warme Suppe am Abend ist. Manchmal hilft es auch, sich mit einfachen Dingen zu beschäftigen, die einem Freude machen. Das kann ein Lieblingsfilm sein, ein gutes Buch oder ein leckeres Essen. In Deutschland verbringen viele Menschen einen ruhigen Abend mit einem Film oder einer Serie. Auch das Kochen oder Backen kann dabei helfen, den Fokus auf etwas Positives zu lenken. Etwas mit den eigenen Händen zu tun, beruhigt oft die Gedanken. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Schlaf. Wer traurig ist, schläft oft schlecht. Entweder man schläft zu viel oder zu wenig. In Deutschland achten viele darauf, abends eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Das bedeutet, kein Handy im Bett, kein Kaffee am späten Nachmittag und vielleicht ein kurzer Spaziergang vor dem Schlafengehen. Eine gute Schlafroutine ist wie ein Schutz für die Seele. Nicht zu vergessen ist die Natur. Viele Deutsche lieben es, in der Natur zu sein, egal ob im Wald, am See oder in den Bergen. Auch wenn man nicht sportlich ist, tut ein kleiner Ausflug gut. Die Bewegung, die frische Luft und das Gefühl, draußen zu sein, helfen, sich mit der Welt zu verbinden. Manche sagen, dass sie sich nach einem Spaziergang in der Natur klarer und ruhiger fühlen. Außerdem hilft es, den eigenen Medienkonsum zu beobachten. Wenn man traurig ist, neigt man dazu, stundenlang auf dem Handy zu scrollen. Doch das kann die Stimmung verschlechtern. In Deutschland gibt es viele Menschen, die bewusst digitale Pausen machen, also Zeiten, in denen sie das Handy ausschalten oder soziale Medien vermeiden. Stattdessen greifen sie zu einem Buch oder machen Musik an, die gut tut. Ein weiterer Tipp ist Bewegung. Auch wenn man sich nicht nach Sport fühlt, ein bisschen Bewegung ist besser als gar nichts. In Deutschland machen viele Menschen Yoga, Pilates oder einfache Dehnübungen zu Hause. Es geht nicht um Leistung, sondern darum, den eigenen Körper zu spüren.
Bewegung bringt neue Energie und kann helfen, die negativen Gedanken zu unterbrechen. Auch das Sprechen mit sich selbst, innerlich oder laut, kann heilsam sein. In Deutschland ist es nicht unüblich, sich kleine Erinnerungen zu sagen wie „Das geht vorbei" oder „Ich darf mich heute schwach fühlen". Solche inneren Sätze geben Halt. Manche schreiben sie sich auf einen Zettel und kleben sie an den Spiegel oder den Kühlschrank. Natürlich gibt es kein Rezept, das für alle funktioniert. Jeder Mensch ist anders. Doch wichtig ist, nicht in der Traurigkeit stecken zu bleiben. Kleine Schritte helfen oft mehr als große Pläne. In Deutschland ist es üblich, sich in kleinen Etappen zu organisieren. Ein Ziel nach dem anderen. So kann man sich langsam aus einem emotionalen Tief herausarbeiten. Ein weiterer Weg, mit Traurigkeit umzugehen, ist das kreative Arbeiten. In Deutschland gibt es viele Menschen, die malen, zeichnen, schreiben oder musizieren, wenn sie sich schlecht fühlen. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um Ausdruck. Kreativität ist ein Kanal, durch den Gefühle fließen können. Manche führen ein Tagebuch, andere schreiben Gedichte oder einfach Gedanken auf. Es hilft, die eigenen Emotionen zu benennen. In der deutschen Sprache gibt es viele Wörter für Gefühle. Nicht nur traurig, sondern auch niedergeschlagen, enttäuscht, einsam, überfordert. Wenn man genauer sagt, was man fühlt, kann man besser verstehen, was einem fehlt. Und dieses Verständnis ist oft der erste Schritt zur Veränderung. Auch soziale Kontakte spielen eine große Rolle. In Deutschland ist es zwar normal, dass man anderen viel Raum gibt und nicht immer sofort nachfragt, aber echte Freundschaften bedeuten auch, sich gegenseitig zu unterstützen. Wenn man sich traut, einem Freund oder einer Freundin zu sagen, ich fühle mich heute nicht gut, ist das oft der Beginn eines ehrlichen Gesprächs. Natürlich fällt es vielen schwer, über Gefühle zu sprechen, besonders in Kulturen, in denen Zurückhaltung als Stärke gilt. Aber in den letzten Jahren wird es in Deutschland immer üblicher, offen mit psychischer Gesundheit umzugehen. Es gibt Podcasts, Bücher und Gruppen, die genau dieses Thema behandeln. Viele Menschen erkennen, Traurigkeit ist nichts, wofür man sich schämen muss. Manchmal braucht man professionelle Hilfe. In Deutschland gibt es Psychologen, Therapeuten und Beratungsstellen, die Menschen in schwierigen Phasen unterstützen. Leider sind die Wartezeiten oft lang, besonders in großen Städten. Aber es lohnt sich, einen Platz zu suchen oder sich wenigstens einmal beraten zu lassen. Auch Online-Angebote oder Telefonseelsorge können erste Schritte sein. Wichtig ist auch, sich selbst nicht zu verurteilen. Viele Menschen denken, ich sollte nicht traurig sein oder ich muss stark sein. Doch Gefühle lassen sich nicht kontrollieren. In Deutschland sprechen Psychologen oft von Selbstmitgefühl, also der Fähigkeit, freundlich mit sich selbst umzugehen. Das ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen von innerer Stärke. Traurigkeit ist ein Teil des Lebens. Jeder Mensch erlebt sie. In Deutschland gibt es ein bekanntes Sprichwort: Nach Regen kommt Sonnenschein. Es erinnert daran, dass dunkle Zeiten vorübergehen, auch wenn sie sich im Moment endlos anfühlen. Und manchmal ist es genau diese Erfahrung, die uns wachsen lässt. Manche Menschen finden in der Natur Trost. In Deutschland gibt es viele Wälder, Parks, Seen und Berge und viele nutzen diese Orte, um zur Ruhe zu kommen. Ein Spaziergang im Wald, das Rauschen der Blätter, das Zwitschern der Vögel, all das wirkt beruhigend auf den Geist. Man spricht in Deutschland sogar von Waldbaden, also einem bewussten Aufenthalt im Wald, um Stress abzubauen und neue Energie zu tanken. Auch Bewegung hilft vielen. Es muss kein intensives Training sein. Schon ein kurzer Spaziergang, Fahrradfahren oder ein paar Yoga-Übungen können das emotionale Gleichgewicht verbessern. Körper und Seele sind verbunden. Wenn man sich bewegt, verändert sich oft auch die Stimmung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Alltag. Kleine Routinen geben Struktur und Sicherheit. Wenn man traurig ist, fällt es oft schwer, aufzustehen, zu essen oder Dinge zu erledigen. Aber gerade dann helfen feste Zeiten, zum Beispiel für das Frühstück, einen Spaziergang oder das Zubettgehen. In Deutschland wird viel Wert auf Tagesstruktur gelegt, vor allem in der psychologischen Unterstützung. Sie hilft, den Tag nicht als überwältigend, sondern als machbar zu erleben. Auch Musik spielt eine große Rolle. Viele hören in traurigen Momenten ruhige oder melancholische Lieder, um sich verstanden zu fühlen. Andere bevorzugen fröhliche Musik, um sich abzulenken oder aufzumuntern. In Deutschland ist beides akzeptiert. Wichtig ist, dass die Musik zur eigenen Stimmung passt. Manche Menschen ziehen sich zurück, wenn sie traurig sind, andere suchen Gesellschaft.
In Deutschland ist beides okay. Es ist wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Was brauche ich gerade? Ruhe? Nähe? Ein offenes Gespräch? Oder einfach nur jemanden, der da ist, ohne viel zu sagen? Auch Tiere können helfen. Wer ein Haustier hat, kennt das Gefühl. Ein Tier bewertet nicht, stellt keine Fragen, aber ist trotzdem da. In vielen deutschen Familien sind Hunde, Katzen oder andere Haustiere ein wichtiger Teil des Lebens. Sie geben Struktur, Nähe und oft auch einen Grund, morgens aufzustehen. Wenn man das Gefühl hat, dass die Traurigkeit bleibt und immer stärker wird, sollte man sie ernst nehmen. In Deutschland gibt es das Bewusstsein, dass psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil, es zeigt Mut. In vielen Städten in Deutschland gibt es psychologische Beratungsstellen, offene Sprechstunden oder Telefonangebote wie die Telefonseelsorge. Diese Dienste sind anonym und kostenlos. Man kann dort einfach anrufen und mit jemandem sprechen, der zuhört und versteht. Es ist ein erster Schritt, wenn man nicht mehr weiter weiß oder niemanden im eigenen Umfeld hat, mit dem man sprechen kann. Auch in Schulen, Universitäten oder bei der Arbeit gibt es oft Angebote. In Deutschland ist es immer mehr akzeptiert, über Gefühle zu sprechen, und es gibt viele Programme zur Unterstützung. Arbeitgeber bieten manchmal sogenannte Employee Assistance Program an, vertrauliche Beratung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was auch helfen kann: Schreiben, ein Tagebuch führen, Gedanken auf Papier bringen. Man muss nicht gut schreiben können. Wichtig ist nur, dass man ehrlich ist. In Deutschland wird das Schreiben oft als Teil der Therapie genutzt. Es hilft, Klarheit zu gewinnen, Gefühle zu sortieren und sich selbst besser zu verstehen. Und manchmal, wenn Worte nicht reichen, kann Kreativität ein Weg sein. Malen, basteln, Musik machen oder einfach nur etwas mit den Händen tun. Etwas erschaffen, das vorher nicht da war. Das ist ein starkes Gefühl. Es zeigt, dass man etwas bewirken kann, auch wenn man sich gerade klein fühlt. Wichtig ist auch der Blick nach vorn. Traurigkeit ist ein Teil des Lebens. Jeder Mensch fühlt sich manchmal traurig. Das ist normal. In Deutschland sagt man oft, nach Regen kommt Sonnenschein. Oder es ist okay, nicht okay zu sein. Solche Sätze helfen, sich daran zu erinnern, dass schwere Zeiten vorübergehen. Und wenn man das Gefühl hat, es wird nie besser, dann sollte man sich daran erinnern, man ist nicht allein. Hilfe ist da. Man darf sich trauen, sie anzunehmen. Jeder Mensch ist anders. Was dem einen hilft, muss nicht auch für den anderen funktionieren. Aber es gibt viele Möglichkeiten, mit Traurigkeit umzugehen. Wichtig ist, sich selbst ernst zu nehmen, sich Zeit zu geben und kleine Schritte zu machen. Schritt für Schritt, Tag für Tag.